Und dann das ist Mikro. Das da ist Stream. Das hat man davon, wenn man die Software von seinem Mikrofon updatet. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, einen wunderschönen guten Tag, Hikari. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Oh, ich hasse es. Naja. Ich doof. Yes, yes, alles so schick. Du hast wohl heute frei. Ich habe nicht nur heute frei. Ich habe auch noch morgen frei. Und dann ist Wochenende. It's one of the Subzerus festival's traditions. People used to set their tables with 7 different foods to symbolize the 7 virtues of the Dendroarchon. Appear to be in the form of the moon. Ja, die Pause, die ist auch die ist auch, glaube ich, recht gut. Nachdem, was am Dienstagabend passiert ist, ist das, glaube ich, doch, ja, lässt das Ganze ein bisschen abkühlen. Really? Paimon thought it looked like some kind of food. The moon signifies... It's escaping me for now. Wait a moment. Warum habe ich das Gefühl, dass ich das Ganze schon mal gelesen habe? Is he really looking it up in a book? Oh, right. It means illusions and lies. But if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. Understood. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty interesting. Okay, on to the next stall. So, ich wollte. Moment, da muss ich wieder. Mit welchem Account bin ich hier gerade im. We should prepare while we can, then make a preemptive strike against the enemy. Mit welchem Account bin ich hier auf dem Firefox gerade eingeloggt? Ah, mit dem da. Cool. Okay, das ist der Account. Warte, Moment. Ich muss gerade ein bisschen Account-Management betreiben. Mit was für einem Account bin ich hier live? Ah, okay, cool. Hallo Lunia. Every course of action has its risks. Be careful. Ich sehe schon. Das funktioniert super mit dem Streamer-Bot und dem Watchtime kriegen. Every course of action has its risks. Dann machen wir das doch einfach mal so. Und dann machen wir das einfach mal so. Und kopieren das hier rein.
und fügen das so in der aber in der Reihenfolge. Oh, was ist denn jetzt passiert? Ich bastel doch gerade nur ein bisschen rum. So, Hallo, Lunia. Be careful. Ja, das zweite müsst ihr erstmal ignorieren. Die zweite Nachricht mit den 0 Sekunden. Aber scheinbar funktioniert es ja gar nicht. Oh, Kruzifix, alter Tier, jetzt hast du Pech. Kümmer dich selber drum, wenn du Watchtime-Command haben willst. Leck mir am Arsch. Ich studiere doch nicht einen Bot, damit ich dann herausfinde, dass es doch nicht funktioniert, so wie es soll. So, was habe ich jetzt verpasst? Every course of action has its risks. Ganz viel Watchtime. Technik, die begeistert. Ja, richtig. Ich habe gestern Abend, habe ich gefühlt den Bot studiert. Nur damit es heute Morgen nicht so will, wie ich denke. Naja, gut, dann bleibe ich halt bei Mixed Up und Tieren hat Pech. Und dann haben wir... Hallo Lilly. Hallo. Cyrilia. Hallo. Hallo, hallo. Wer war zuerst hier in der Runde? Ja. Fangen wir mal an. Ein paar Shoutouts verteilen. Cool, ich habe gerade mit meinem Bot-Account angefangen, Shoutouts zu verteilen. Nice. So. Hä? Ach so, wir waren ja bei dem Déjà-vu. Ich hoffe, euch geht's übrigens gut. Und hier gibt's Sachen zu looten. Loot. Loot. Ihr begleitet mich in der Pause. Oh, das freut mich, dass ich Pausenunterhaltung sein darf. Stimmt, jetzt hat er gefühlt jeder mal Ding gemacht. Watchtime. Mal gucken. Hikari hat hier 37 Stunden und 53 Minuten verbracht. Lilly hat 175 Stunden und 1 Minute hier verbracht. Nice. Bin müde, mache gleich nochmal Sleepy. Loot. Alright, soldiers. Now that you have your Yalda candies, don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed. Müdi wurde unsanft geweckt, sonst Sucht nachgehen. Also Kunst oder Genshin? What's going on? Is this a play? Muss mir später noch meinen Arbeitsvertrag anschauen und nächste Woche unterschreibe ich. Ich dachte, der hätte schon unterschrieben. Ferris, the Night of Flowers, is another Subceres festival icon and one immensely popular with children. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can meet the Night of Flowers. Aber ich soll es mir erst nochmal anschauen.
Ah, ja, okay. Oh, do you want some Yalda candies? I happen to have some boxes readied here. Take a look and pick whichever one you want. What's to pick? Don't these boxes all look the same? Du darfst den Vertrag vorher durchlesen? Ja, richtig. Lillys Mods durften die nicht durchlesen. Die haben ihre Sklavennummer gekriegt und da war die Runde dumm. It's not that simple. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. Montag wird angestoßen. Hm. Frag mal Nummer 259. Sklave 259 hört auf den Namen Azugex. Ooh, how interesting. And there's also lizard tail and oni kabuto. Ugh, why do those flavors even exist? Ich habe mein Arbeitszeugnis bekommen. Ist unterschrieben, bis wir erstellt wurde. da hat sich dein alter Arbeitgeber aber ein bisschen Zeit gelassen beim Zustellen. Traveler, help Paimon pick one. Paimon wants to eat the Sunsetia flavor. Great! These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Ah, excellently chosen. Number 4 is indeed Sunsetia. Ich habe den auch erstmal per Mail bekommen. Das soll jetzt noch mal per Post kommen. Ah ja, gut. Brauchst du ihn ja für deine Unterlagen. And Paimon was right. Huh? How's that possible? It's obviously random. Maybe we didn't sleep very well last night. Or maybe we slept too much. Oh, sure. Huh? Where are you going? You're just gonna walk off like that? Der Geschmack von Déjà-vu. Ah ja. Wie kann man als Arbeitgeber so versagen? Es gibt halt gute Arbeitgeber und es gibt schlechte Arbeitgeber. Und dann gibt es auch den Arbeitgeber, der einfach einen Pfeif auf alles gibt. Da ist was zum Eintragen auf die Karte. Moment. Moment. Ich Pfosten habe immer noch nicht die Karte angepinnt. Oh. Anyway, ich mache jetzt Sleepy. Warte noch, bis meine Mama anruft. Viel Spaß und gut Schlaf. So, wir sind jetzt in Sumeru City und zwar bei
Boah, ich geh ins Nest. Geil, wa? Das ist tatsächlich eine von. Lass mich nachgucken. Ich habe ein paar mehr dafür mehrere Lurk-Messages geschrieben. Das ist eine von 5. Ja, die sind immer random, die Nachrichten. Ich kann die auch vorlesen. Und zwar ist das einmal, schnappt sich eine Tüte Popcorn und genießt die Show. Dann haben wir, schnappt sich eine Tüte, in Klammern, unbekannte Einheit und genießt die Show. Den hab ich extra für Rex Case darin geschrieben. So, dann haben wir noch, schleicht sich in den Hintergrund und genießt die Show. Dann halt das mit dem Nest. Geht ins Nest und ruht sich aus. Und hat genug vom Chaos und macht nun ein eigenes Chaos. Das sind die Nachrichten. Little Bird Nest. Hello, Ellie. So, ich wollte auf der Map die Eintragung machen. Wir sind in Sumeru City und zwar hier. Genau. Markiert. Easy. A feeling of deja vu? Ist ja gar kein Problem. Bei mir bekommt jeder einen Shoutout, der sich ihn verdient hat. Oder wie sagt man so schön, Support ist kein Mord. Also da, Shoutouts für jeden, der nicht supporten will. Auf jeden Fall mal. Oh, Paimon knows what that is. It's when you feel like you've already experienced whatever is going on. In that case, Paimon also felt something like that today. But that's just our brains playing tricks on us, isn't it? So, why'd you run here in such a hurry? So that's it! You're intentionally doing things you usually wouldn't and seeing if you still get that same feeling of deja vu. Dieses Gefühl des schon einmal gemacht habens. Ah, schön. Deutsche Sprache ist so wunderschön mit ihren Ausdrücken. Welcome, you two. Are you here for lunch? What would you like to eat? Got it. You don't look like you're from these parts, but I gotta say, you've got good taste. I'll give this order to the kitchen. Ich lag noch bis 3 wach, weil ich so overwhelmed war. Ja, Charcoal baked adulin? I don't know what happened. Isn't it that burned thing that didn't look tasty at all? Oh, Paimon understands what you're trying to do now. You'd never normally order something like this.
gonna eat it? Isn't this going a bit too far? How was it? The look on your face is telling Paimon that it tasted awful. Then, you mean... That's impossible! We were just talking about how gross it looked! So, would this be a case of taste bud deja vu? Paimon also gets the impression that we've been here many times, even though we aren't regulars. Hallo Theon. Du Theon, ich hab's probiert mit deinem, mit dem, mit dem, ne, hier. Wortfindungsstörung, na, hier, Watchtime. Mit dem Watchtime-Command, aber ich hab's zwar so grundlegend gekriegt, dass er dir eine Nachricht ausgibt, aber ich hab's noch nicht hingekriegt, dass es anfängt, die Zeit zu rekorden. Und da ist es halt nicht hilfreich, dass die Videoanleitung, die er da gemacht hat, die Videoanleitung, dass er die Konfigurationsanleitung zu der Erweiterung für eine recht alte Version von Streamerbot gemacht hat. Weshalb es jetzt einfach, nennen wir es mal, bescheiden ist, das Ganze umzusetzen auf die neue Version. How about we go out again and try something else? Ich schaue mir Streamerbot auch noch an. Oh, Streamerbot ist recht kompliziert. Also das sagt selbst ich, der sich gerne in sowas reinarbeitet. Und entgegen zu den Most Common Bots hat der keine integrierte Zeittracking. Das heißt, du musst das über User erstellte Add-ons quasi importieren und dann entsprechend konfigurieren. Dinnerside is sitting by yourself on that bench over there. What a coincidence, Dinnerside. We meet again. Why are you sitting here all by yourself? Oh, I ran into some kidnappers just now, but thankfully Dia came to my rescue. I started to feel unwell after that, so I sat down here. Kidnappers? Oh my goodness, are you hurt? I'm okay. Dia's arm got scratched, but it isn't serious. Whew. That's a big relief. But, Dunyarzad, you seem a little down today. It's the Sumeru's festival, and you've been looking forward to it so much! Not at all. I've always been like this.
Excessive physical exertion or strong emotions tend to aggravate my illness. Besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. After however many more days, my time will come to an end. Paimon doesn't quite follow you, and Paimon feels like something's really got you down right now. It really is fine. I don't mind. Huh? Did something happen? Dunyarzad, have you ever felt deja vu? You know, like when you've already experienced something that's happening right now? Deja vu? No. But my days have been the same for years now. Even if I were feeling deja vu, I suppose I would already be used to it. Oh, Paimon sees. Then, is it only the two of us? It's almost time. Huh? Time for what? Nilou's Dance of Sub-Zerus is about to begin. Let's go. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyargarbaha Day that prohibits public art performances. We will publicly announce it later through the Akasha. Understood. I will inform him when I return. The Sub-Zeru's festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Nilou, are you okay? Oh, Dunyarzad. The Grand Sage ordered us to stop the performance. It's okay. There's nothing we can do about it. But you've been really looking forward to this. I don't want you to have any regrets. It truly is unfortunate, but I don't want to cause trouble for anyone. Didn't the Grand Sage say that he might investigate the organizers? Hallo. Ich hoffe... Ey, sag mal. Ich hoffe, dir geht's gut. Aber nicht, ich weiß, wie ich deinen Namen aussprechen soll. Tokyo Toga? Doch, Tokyo Toga, oder? Ah, passt schon. Wird schon. Hoffentlich. True, but... Well, okay. I'll just have to try again next year. The next festival. I probably won't be around by then. Wait, what did you just say? No, nothing. I'll be heading back to rest.
Thank you for your help, everyone. Paimon can't believe what those heartless geezers did! Did Dunyarzad already go back? We should also return and get some sleep. Toga recht, aber auch. Still couldn't figure out what Na that dann. déjà vu feeling was all about? Viel Spaß bei mir, bei diesem überforderten Chaoten namens Stereax. Maybe it really was because of exhaustion. Same here. That's why Paimon stopped thinking about it halfway through the day. Then, how about we settle in and get a good night's sleep? For now, we can chalk things up to exhaustion. We can do more thinking tomorrow. Observing a modest drop in the output of Jnana energy, but values still remain within normal parameters. Continue to monitor for variances in the data and find the cause as soon as possible. Why does Paimon feel so tired after so much sleep? Anyway, we should go meet Dunyarzad right away. Die nächste Runde vom Déjà-vu? Cool. Ist aber schon deutlich umständlicher als Mix It Up. Oh ja. Oh ja. Damit kannst du halt so viel mehr machen. Hast du auch Cappuccino gezogen oder wartest du auf einen anderen Char? Cappuccino war... wie ist du denn jetzt? Da, hier. Alessino. Natürlich habe ich da reingepult. So einen, so einen interessanten Charakter kann ich schon nicht ungezogen lassen. Auch wenn ich aktuell storytechnisch noch nicht mal aber wenn ich storytechnisch nicht mal ansatzweise da bin, dass ich das Zeug hier kriegen würde. Um sie weiter upgraden zu können. Einen wunderschönen Jorena. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hab sie auch. Ich mag sie sehr.
Ja gut, bisher habe ich sie noch nicht wirklich gespielt. Good morning, Dinyarzad. Sorry to keep you waiting. Ah, perfekt. Die nächste Runde vom Déjà-vu. Not at all. Geil. Gibt nichts Besseres. Huh? Paimon thinks you sound kinda tired. Did you not get enough sleep? I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Let's start with the stalls over there. Great idea. Let's get going. Traveler? Hey. Es passieren Dinge. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can enjoy the Sub-Zero's festival. Oh, are you interested in Yalda candies? I have some boxes of candy here. Pick whichever one you want. Not much of a choice. All these boxes look the same. It's not that simple. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. They all sound pretty tasty. And there's also lizard tail and oni kabuto. Huh? What were those last two? She'll help me choose. Paimon wants to eat the sunsetia flavor. No problem. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Ah, okay, cool. Ich habe gar keine andere Auswahl. I like your confidence. No hesitation at all. Oh, congratulations! Number 4 is indeed sunsetia. Paimon knew she always had incredible luck. Paimon's not really interested in the other flavors. Ah, wait. How did you know? Don't tell me that you already knew which flavor was in each box. What? She was right about all of them? That couldn't have been luck. How is this possible? I packed all those boxes this morning and they've been sealed ever since. You couldn't have known beforehand. Mind reading? X-ray vision? Or some kind of magic trick? This is way too freaky. Tell us what's going on! Since when did you get superpowers? Traveler? Hey, where are you going? What's going on? Did you see something? Us leaving Dunyarzad without letting her know is kinda rude, you know. Oh, da will jemand mit uns spielen. Ich verstehe. What are you looking for? Why did we come here? Traveler? That's...
already know that this isn't your first Sub-Zero's festival, don't you? I'm sure you already know how to use this. A knowledge capsule? Where did you get it? What's inside? You should use it too, Paimon. You know Paimon? Well, this seems kinda sketchy, but Paimon feels like this is what we should do. What the? This is our 20th time at the Sub-Zero's festival? Huh? No. The 30th? 40th? Just how many times have we been to the Sub-Zero's festival? Have we been trapped in a single day? If it weren't for you, we wouldn't have even realized. What the heck was inside that knowledge capsule? Your memories are still scrambled? Try your best to remember. This isn't the first time we've met, and I answered that question a long time ago. Let Paimon think. Oh, it's coming back. Meeting you was the real catalyst for restoring our memories, and the knowledge capsule was just your means of showing our minds the way. What about everyone else? Why are you only helping the two of us? Your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? As for an explanation, you two received the blessing of Dendro, and you also have special, sensitive constitutions. It was as if a single sheet of paper was separating those memories from your consciousness. A familiar question. I think this is the 7th time you asked that. As you can see, she isn't doing well. You probably sensed it too. The Dunyarzad you were just with is different from the first Dunyarzad you met. That first Dunyarzad is in front of you right now, and she doesn't have a lot of time left. Looks like you're almost done sorting out your brain. Oh yeah, I'm Nahida. Good, you passed the test. What's happening? You can awaken our memories, and you seem like you know what's going on. Oh, wait, please don't tell Paimon even you don't know. Everything in this world runs in a loop. This cycle is called a samsara. You, me, and everyone else are all stuck inside a one-day samsara. As for the truth, that's on you to find out. If you were told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally blow your minds. I don't know how you'd be after that. I can only give you surface-level help, like bits of information and subtle hints. For the rest of the time, I'll be doing all I can to slow down Dunyarzad's illness. She looks like she isn't doing well at all. Her illness gets worse after each Sub-Zero's festival. If we can break out of the samsara, I might be able to save her. But as things are right now, she's just a small bird in the sky that's about to lose its last feathers. All I can do is raise a gale to delay her fall. You sure love to use weird analogies.
Analogies are wonderful tools. They let you use existing knowledge to understand unfamiliar things. Okay, so, with what you know so far, what do you think the truth is? What's happening right now seems to have happened before. This feeling has been getting stronger and stronger. We've already experienced the Sub-Zeru's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Grand Sage said, go celebrate the birth of that god to your heart's content. Did he mean something more? The moon, illusions, and lies. What do they all mean? My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? That should be it. The flow of time is endlessly cycling within one single day. That should be... A time loop. You've given similarly wrong answers in the past. A pity. Still the wrong answer? Paimon thought that made a lot of sense. It feels like time's just repeating itself. A simple time loop can't explain some of the phenomena. You two are still missing a lot of information. Unfortunately, I can't give you any more hints. Dunyarzad! The Sub-Zeru's festival is happening every day, but that doesn't mean we can waste an infinite amount of them. Hurry and find the truth before today's festival ends. Let's think about our current situation. To save Dunyarzad, we have to escape the samsara of the Sub-Zeru's festival. And to do that, we need to figure out what's happening. The truth. Nahida rejected the idea of a time loop, so we must have missed something, right? Paimon's memories say that we've already done this many times, but let's go talk to people again. It's more productive than sitting here and scratching our heads. Why don't we start with those stall owners? Das ist auf jeden Fall mal eine durchaus interessante Quest. Hey, it's you guys again. Where's your cultured friend?
feeling a little unwell. I see. Did you come back to buy something? I guarantee the freshness of my products. I harvested them from the forest just yesterday. Huh? What brought this about? I hurried back from the forest yesterday, and I'm selling produce here today. I haven't felt anything strange. To put it another way, if you really think about it, was yesterday truly yesterday? Did you actually come back from the forest yesterday? What kind of philosophical nonsense is this? Are you two daydreaming? Didn't you know that no one dreams in Sumeru? Go somewhere else if you want to find someone to daydream with. He actually has a point. Is this a dream? Is everyone dreaming? True. It's so weird that people here don't dream. Why is that? Anyway, if this all really were just a dream, we would have woken up a long time ago. Let's keep asking around. Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me in person? Ooh, I knew it! I told you, the god's divination is highly accurate. You just hadn't fully understood its significance yet. You're really excited about this, huh? That's exactly why we came back. Help us better understand it. Help you better understand it? Well, that isn't exactly what I excel at. So, you're admitting that you don't have a clue? Anyway, what kind of situation did you get into? Huh? Hold on a second. I thought you guys just lost your wallet or fell for a scam. What you just said, are you serious? Does that kind of thing actually happen in real life? Paimon knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Recall the interpretation of your divination. The moon, illusions, and lies. It really felt like an omen. When you say it like that, the divination does sound like it's related to what's going on. Can you read any more into it? I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything more specific is beyond the reach of mere mortals. The book only says, if you trust your instincts and overcome your fears, the sun will surely rise. So that's how it is. Looks like fortune-telling is just fortune-telling. It's no good for practical problems. We haven't made any progress. Who else can we talk to? Paimon remembers that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Yeah, if we tap into Dia's strong sense of responsibility as a mercenary, then she'll definitely take us seriously. At this time of day, Dia's probably just finished beating up those kidnappers. Let's go find her.
Fine, my lady. It's just a scratch. Perfect timing. Both of you are here. Paimon, Traveler, you came at just the right time. Listen, there was a dangerous Huh? You saw? Then why didn't you jump in earlier? If someone was protecting Miss Dunyarzad, I could have went all out. Anyway, can you do something for me? You want the Traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check to see if there's still any kidnappers around. Did Paimon get that right? How did you know what I was going to say? We need to say something convincing. People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. Dia sold her greatsword to raise additional funds. And then she was injured because she wasn't used to her new weapon. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? That doesn't sound right. Tell her, Traveler! I didn't tell anyone about that. Including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on? All right, so this is the situation. It's kinda hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. She's quieter than usual. Uninterested in anything and really gloomy. Yeah, she isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like at first. Huh? At first? I don't quite understand what you're all talking about. I'll go rest on the bench over there. My lady, are you angry? All right, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. Let's make this a quick trip. Miss Dunyarzad isn't completely safe here. Every course of action has its risks. Be careful.
We should prepare while we can, then make a preemptive strike against the enemy. Let's take a moment to rest and plan our next move. Let's take a moment to rest and plan our next move. So, wieder da, wieder da. Story ist so gut gemacht. Ja. Und ein ordentlicher... Ich hätte nicht erwartet, dass das Spiel doch so einen Brainfuck-Moment hat. Nahida, we brought a friend. Are you busy? I thought I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. The real Dunyarzad? Where and who are you talking to? Huh? I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. Hold on. Over there. Is that? Wow. How perceptive. Does she have invisible antennae? Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was here? I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like regret or disappointment. What happened? Do you believe us now? The Sumeru's festival has been repeating itself. So, you think the sages are behind this? Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the Sumeru's festival as a sick joke. You have a point. Aside from the Dendro Archon, the Academia's sages are the only ones in Sumeru who could pull off something like this. Maybe there's more to the Akasha than we know. Right! Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must know something about the Akasha! The
Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. A gnosis could do that? No wonder the Akasha is so magical. It's being powered by the gnosis of Sumeru's Archon. So, this Nahida you mentioned, what did she say? She said, and Paimon quotes, "The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people." Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But compiling the entire populace's wisdom? How does that work? Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Oh yeah, that sounds about right. What do you think? Okay, Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. People in Sumeru don't dream. What is... My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? What's happening right now seems to have happened before. This feeling has been getting That doesn't sound right. I need to carefully think things through. You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh. Now that I think about it, my head's been feeling unusually heavy. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, knowledge always comes at a price. Compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? We don't know any specifics. What's the point of doing something like that? Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. This hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive brain? I love it. In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Mark my words, when this is over, I'm getting evidence and exposing this whole thing to the public. How does everyone feel? Huh? What is it? Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha terminal. The sound of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. Traveler, did you hear that? I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep.
but it sounded like it was coming from inside my head. We took off our Akasha terminals. Phase runtime has exceeded its expected length. At this rate, there may be casualties. But we cannot lose all of our progress. Paimon remembers everything! Good. You adapted quickly this time. We definitely took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? But now we can at least confirm one thing. The Akasha definitely has something to do with whatever's trapping us in this cycle. Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's wisdom? It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. If we're lab rats, then what are you? Nahida, you've never told us anything about yourself. I guess I'm the moon. The moon? Wasn't that the result of our divination? Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth, so you should focus on other things. Don't get distracted and miss any clues. Okay then. Dia helped us a lot yesterday, so let's go find her. If Paimon's reading the time correctly, those kidnappers should be showing up soon. Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? Dia? What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt this time. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. Shh! How did you know about my greatsword? I haven't told anyone about it. Please, don't tell Miss Dunyarzad. So Dia's lost her memories after all. Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something, it's weird how such a new weapon could feel so familiar. It's as if I've already used it to fight a countless number of battles. You're saying that although you don't remember using it, your body feels like it does? That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. Traveler, what do you think? Yeah, Paimon's feeling really hopeful. Oh, you're right! Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. I have no clue what you two are talking about, but it's still dangerous here, so... So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers around, right? How did you know what I was gonna say? Can you read minds? Forget it. Go and do your thing. Whew. It's finally nighttime. Aside from Dia not getting injured, everything seems to have stayed the same.
Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured every other time she fought the kidnappers. Do you think the Samsara has been broken? Have we saved Dunyarzad? Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Hey, what kind of an answer is that? Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you can know that for sure is if you experience tomorrow. How many todays has it been? Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sub-Zero's festival. Okay, no more. Paimon's brain is already shut down. That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things you will learn tomorrow. Get some good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away. Huh? Hold on, what did you just say? Did Paimon hear you correctly? Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why I suggested you could try that. Is that so strange? It's so strange and so against common sense that Paimon's at a loss for words. You were sounding kind of smart just a minute ago. Yeah, even though it's happy and lively at the Sub-Zero's festival every day, it feels like it's been a long time since we've really gotten to relax. Let's go back to our room. Continue the harvest. Compared to what we stand to achieve, these sacrifices are trivial. We're still in the same day! Nahida, you already knew last night that we didn't break out of the Samsara? Why did you tell us? Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often, and I thought it might help you clear your minds. Paimon thought the Duke did that! Whatever. Guess you were looking out for us after all. Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Paimon's flattered and everything, but maybe you're taking things a little fast. What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it? Nahida's talking about confusing stuff again. Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues yesterday help you gain a new understanding of the situation? Huh? Why are you scrapping your previous theory? Oh yeah, you're right! Gosh, how did we not notice that? In a simple time loop, people's physical condition should also reset. So, what's your new hypothesis? The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. Mercenaries rely heavily on muscle memory. And Dia was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycles.
The moon, illusions, and lies. What do they all mean? We've already experienced the Sub-Zeru's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. Okay, Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would unwittingly relive that same day again and again. Oh! Then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories! That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zeru's festival hasn't happened yet! It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before! But muscle memory can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. Now everything makes sense! A brilliant deduction. Nahida, tell us if we're right or wrong! To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. That isn't simple at all! Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. Right! She did help us find our latest clue after all. Let's go! Und die nächste Runde im Brainfart. Brainfuck-Moment. There you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't get hurt today. Get hurt? Why would I? Don't underestimate me. Well, you're still getting used to your new greatsword. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands and... wait a second! How did you know I got a new greatsword to begin with? I didn't tell anyone about it. Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of doing it. Oh, that works! What happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face value. Alright then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this greatsword, but my brain just doesn't remember it? Yes, your memory's being erased every day! Then I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sub-Zeru's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. Right! They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything! It's not very likely, but it's also not impossible. No, it is impossible. I've got proof.
you two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little longer. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe. Paimon can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. This is it. Huh? This is a wooden training dummy. What about it? See those marks on the dummy? Those are the result of several days' worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, as well as my state of mind as I made each strike. It's just as they say, each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Is it really impossible? What if they used some fancy machine to carve every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Whew, I hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain-exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Well, back to square one. Is our memory deletion theory also wrong? But at least we've reached some other conclusions in the meantime. Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right now? Strange? Paimon feels like everything's been strange lately. Huh? Leaving the city? You're right! It's really strange how we never thought of such a simple solution! Many things should become clear if we can confirm the flow of time outside of the city. Paimon can't believe it! Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our other theories? Or because we're just too tired? How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving the city. Oh, Junge, Junge, Junge. Also ich dachte ja schon, dass ich aus der Inazuma-Story das Ende nicht verstanden habe. Aber das ist ja noch verwirrender. Nahida, we're back! You're back early today. Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question. Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. We did? But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? Let me think.
I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Really? That's kinda strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Yep, something here's definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. Our memories are back! About that. Well, where should Paimon begin? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zero's festival in Sumeru City is just one of them. Traveler, you should be missing 2 days' worth of memories. Paimon will fill you in. It's time to carry out our plan from yesterday. Okay, let's go! Why can't we leave the city? What is the academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How completely unsurprising. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. It looks like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? Those guards can't be everywhere at once. This is a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's hurry! Huh? Why? Are you going to leave Paimon behind? But what if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be able to help you. Oh, Paimon knows that Paimon can't do much, but we've always been together, haven't we? Okay. Paimon will wait for you. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. And please, be careful. Memories! Traveler!
only taking a quick look. Paimon, calm down. She's here now. I don't think she understood what you were saying. Paimon doesn't care! Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay! Paimon was so worried and so scared the entire day! Okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Okay, Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? I see. Using two people's different perspectives. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, Traveler? You sure you don't have any memory of this? I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside! Something like a message? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well... Okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyar's out for me. Yep! Now we're talking! I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? I made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message, right? Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. Let's go then. Let's expose those sages! All right. Paimon isn't as worried about being separated since it happened once yesterday. But Paimon still isn't happy about it. Okay, see you tomorrow, Traveler! That covers everything that's happened so far. Yes. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together. Can't go back.
There are countless spaces here. Our Sub-Zero's festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. All these spaces are empty, except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru city space when you set foot outside of the walls. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, the other spaces all had very weird contents. There's another part here. We only received it last night. These spaces have been disappearing, one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Why did the message end right there? What did the traveler want to say? What are those spaces? Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from the message? The message. It should have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final space has also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? Was that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing like that be catastrophic? All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. My impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sub-Zero's festival, also disappears, and we're taken to the next day! Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Do lots of new spaces appear every day? Paimon's head is spinning. Just what are these spaces anyhow? Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy. Hey, where are you going? Also, holy, was ist das für eine Quest?
Was ist das nur für eine Quest? So, ich mache mal eine ganz kurze Pause und schnabuliere mir aber was zu futtern drin. Und dann geht's so spätestens Viertel nach 2 weiter. Oder? Ja, doch, Viertel nach 2. We should prepare while we can, then make a preemptive strike against the enemy. Every course of action has its risks. Be careful. We should prepare while we can, then make a preemptive strike against the enemy.
Let's take a moment to rest and plan our next move. Every course of action has its risks. Be careful. Every course of action has its risks. Be careful. Every course of action has its risks. Be careful. Every course of action has its risks. Be careful.
We should prepare while we can, then make a preemptive strike against the enemy. Let's take a moment to rest and plan our next move. Every course of action has its risks. Be careful. Let's take a moment to rest and plan our next move. Every course of action has its risks. Be careful. We should prepare while we can, then make a preemptive strike against the enemy. We should prepare while we can,
Then make a preemptive strike against the enemy. Every course of action has its risks. Be careful. Every course of action has its risks. Be careful. So, weiter geht's, weiter geht's. Do you want some alone time to think? Alright then, Paimon won't disturb you. The dance of Sub-Zeros is about to begin. I'm going to go watch it. Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do first. Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? Time is ticking away. Awesome! What is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time. You're back. I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sub-Zero's exam and graduate from the festival? Okay. First off, have you discovered the hidden truth? Okay. Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. We've already experienced the Sub-Zero's festival many times. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence.
spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia Forest. Except these have no sign of human presence. The moon, illusions, and lies. People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. We are all in a dream. It isn't that the people of Sumeru don't dream. Rather, the Akasha is taking their dreams from them. Ja, hört sich plausibel an. People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when she was trying to describe them. Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? The Akasha relies on the power of a gnosis to operate. It is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace. And it grants knowledge to the people. That doesn't sound right. I need to carefully think things through. Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams, too. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. So, in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? The real story is that the sages from the Academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. Those spaces kept disappearing before my eyes. But as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. Those dreamscapes kept vanishing. But as soon as that beep sounded, more new spaces appeared. Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Did he mean something more? My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. We've already experienced the Sub-Zeru's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara.
So, der hier sagt, dass die Räume nachbieten. Das heißt, das hier ist dasselbe, nur dass der Traum verschwindet. Das ist das Wiedererleben. Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sub-Zero's festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. People wake up to yet another dream about the Sub-Zero's festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha. And So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Did Paimon get that analogy right? very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this stream doesn't do anything. Alright, last question. Who am I? They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, now that I think about it, wasn't illusions a hint that we're all dreaming? Now that I think about it, wasn't illusions hinting at the sage's deception of Sumeru? That doesn't sound right. I need to carefully think things through. That doesn't sound right. Wow, okay, das heißt, es war doch so offensichtlich. Cool. So you noticed. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali, Paimon didn't expect to meet you like this. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing. Firstly, this dream we're in is completely based on reality. People have already experienced this Sub-Zero's festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right?
That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. So whenever they wake up in this dream of the Sumeru's festival, they don't remember anything from their previous identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia Forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that an example of what you mean? Yes. Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro element's dream-enhancing power. That explains the feelings of déjà vu. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sumeru's festival Samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. Can humans really keep dreaming forever like this? Will it ever end? And if so, when? We might say your mental fatigue has already answered this question. Eventually, there's only so much that people can tolerate.
Especially those whose health is compromised to begin with, like Dunyarzad. This relentless exploitation takes an even harder toll on them. People's lives are at stake here, and nobody knows a thing! We've got to put a stop to this! I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could it really just be a coincidence? Even you don't know the reason? Wow, now that's strange. The Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. They have to be up to no good. Unfortunately, I don't know anything about it. Traveler, do you have any information? Those spaces remind me of dreams. Like the one I had in the Avidia forest. Except these have no sign of human presence. Okay, Nahida said, the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. Grand Sage said, go celebrate the birth of that god to your heart's content. Did he mean something more? Celebrate the birth of that god? Could it mean... deceiving the people of Sumeru with no regard for their safety? No matter what they're trying to do, this is unforgivable. After we end the Sub-Zero's festival Samsara, we have to look into them. How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? This is ridiculous! In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. A sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. Oh, we're out of time today! I'll tell you how to break free of the Samsara tomorrow. See you then. Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? Hey! What's wrong, Nahida? You don't look too good. I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? No way! Are we too late? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff, and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler.
You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she still... Far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Subzerus festival with so many regrets. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault, and theirs alone. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Great, but how do we do that? Although the Subzerus Festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when the server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind, and the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the Traveler went? Yes. I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to end. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... She was such a good person, with such a simple wish. But fate was against her. Yeah, saving Dunyarzad is what kept us going this whole time. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the samsara for her sake. Paimon's wondering, do you think the sage
sages would get one of their own to be the host of this stream? Feels like it would be easier to control it that way, no? Huh. That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control, like Nahida and us. So, who do you think the host of the dream is? Oh, that would make sense. Ferris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sumeru's festival, right? Pretty core character. Let's go ask him some questions, shall we? We should prepare while we can, then make a preemptive strike against the enemy. Da oben blinkt was. Da oben blinkt was. Auch in meinen Inventar. Da blinkt auch noch was. Was bist du? Mhm, mhm. Hm. Ist das auf der Karte eingezeichnet? Nein. Okay. Spiel. We'll need more where that came from. Boah, die Story ist wirklich gut, aber verwirrend. Das war wirklich sehr verwirrend. Was mich jetzt interessiert. Na, okay, ich komme gar nicht so weit. Schade. You're back. You left in a hurry last time. Is everything okay? Everything's fine. Just, it's a little hard to explain. Would you mind taking part in a little experiment with us? An experiment? That came out of nowhere. I'm listening, though. What do you need me to do? Could you make a wish? You want me to make a wish? Is that a new Sub-Zero's festival tradition or something? Ja, das fand ich auch, aber ich finde es gut, dass Nahida nicht einfach nur alles verrät. Ja, das stimmt auch. Aber
naja. Man hätte es nicht so oft wiederholen müssen. Man hätte ein bisschen. Es sei denn, ich war einfach zu blöd dafür, um das direkt schneller zusammen zu puzzeln, aber ich glaube nicht, dass es schneller ging. Okay. Okay. My wish. My wish. Okay. I'm a little nervous saying this out loud, but I want Miss Dunyarzad to be happy. Oh. I noticed earlier that she looked a bit down, and she wasn't really talking to anyone. Und keine Lust mehr auf Zeichnen, ich hasse Hintergründe machen. Hä? Achso, du meinst für die Porträtbilder da. Oder bastelst du nebenbei noch an anderen Dingen rum? Also jetzt bin ich gespannt. Und vor allem fürs Contestbild. Ah, okay. Warum hast du meine Frage gestern nicht beantwortet? Nimmst du rein zufällig Auftragsarbeit an? She's always so gentle and kind, and all the kids love her. I've also wondered if the reason she asked me to be fairest Knight of Flowers is because I'm special to her or something. So, you have a crush on Dunyarzad? Oh, is it that obvious? After what I just said, I guess it is. When she placed the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sub-Zeru's festival. What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. In that moment, I just wanted to be her Knight of Flowers for the rest of my life. 50 years? 100 years? I'll serve. Okay, yeah, that was a bit much. Felt like the right moment to get it off my chest, but that was pretty embarrassing. Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true. I'm gonna open my eyes. Oh, you're... What? Fucky? Sorry, but only one portion of Yelda candies per person. Back home you go. Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't need to see her appear right in front of me. As long as she's happy. Guess he isn't the host of this stream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. It seems like everyone who knows Dunyarzad loves her. But none of them has any idea that she... My lady, step back. That sounds like Dia! Oh, right. This is when Dunyarzad bumps into the kidnappers. Huh? But Dia can handle them. Hey, Traveler! Oh, it's you. Great timing. Please take... Hey, this is my job. The homie Yanni's pay me, not you. You... Fine, alright. Knock yourself out. Why are you so worked up anyway? It's not like I don't trust your fighting skills. Anyway, watch yourself.
So you got yourself some backup. Suit yourself. You're going down. Oh, jetzt habe ich seit langem mal wieder Leute aufs Maul hauen. Ach, da lebt ja noch einer. I'll be back. Traveler, were you just taking your anger out on those guys? You and Nahida both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Oh, and speaking of her, Paimon just remembered something. Remember how during the first Sub-Zero's festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad because she wanted to pick something up? She said it was because she had forgotten something. Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. She pointed it out to us the night before the Sub-Zero's festival. Yeah, even if it's only a tiny clue, it'll probably still help us more than this needle in a haystack search. Haystack search. Nice. This is the place. It's rude to enter other people's spaces without permission, but desperate times call for desperate measures. Hey, the windows are unlocked. Okay, Paimon's gonna take a peek inside. Wie, wir treten die Tür nicht ein und gehen einfach rein. This was only a temporary residence, so there was pretty much nothing inside except this book on the table. Should we open it? Notizbuch mit anmutiger Handschrift. Oh. Ja. Wow. Dunyarzad wrote all of this. Sounds like she was always thinking of us even while we were away. Even though she was also busy preparing for the Sub-Zero's festival and had all her health problems to worry about. She must have wanted to give this to us as a gift on the day of the Sub-Zero's festival, right? If we hadn't found this book, we never would have known.
But now that we know, we can't even thank her. Hey! Where are you off to now? Wie sie einfach immer wegrennt und nie auf Eimon wartet. Eimon-Mobbing auf einem ganz neuen Level. It's Dunyarzad's puppet. Traveler? You must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really, really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago. Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she talked about Nilu's Dance of Sub-Zerus. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... Yes, Traveler. What is it? Oh, so she's still just a puppet. But just now, how come... What? Where are we going this time? Okay, die Verwirrung ist verwirrt, weil ich bin immer noch verwirrt. If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? Traveler? You don't have to get involved. He's a sage from the academia. I don't want to drag you into this. Traveler? Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by the academia, that's another day gone to waste! Wait, they're not reacting. Have they been scared stiff? Oh, of course! If this is the sage's plan, they wouldn't put themselves through this. So they're just substitutes. What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage?
symbolize the goddess of flowers. It's just a shame that all the real Padisaras went extinct after her death. Yes, the Greater Lord brought forth new Padisaras in memory of the goddess of flowers, but she ultimately could never truly replicate that beautiful shade of purple. That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padisaras? Just like the ones from the legend? I didn't even notice. Dunyarzad, did you find these? But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away? So, how? Yeah. What's going on here? Huh? You guys are acting weird. But okay, I'll try. Haben wir jetzt die Übersetzung des Traums gefunden? Hey! They disappeared! So Nilu's the host! What a surprise! Purple Padisaras don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, they can appear as decorations on the stage! It's just like the example Nahida told us. People assumed there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real Padisaras in the flower pots. So when you saw the flowers, you instantly knew it was Nilu? But if we want to end the samsara, we need the host to become aware that they're dreaming. How should we make Nilu realize that? Am I dreaming? Huh? So I'm right. Is this Lesser Lord Kusanali responding to our celebration of the Sabzeruz festival? Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, what made you think this is a dream? As far as you know, people in Sumeru don't dream, right? Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a journey to find the Dendro Archon. Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. So, it was about the first sage, huh? Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more to the story. His piety and wisdom were acknowledged by the Dendro Archon, and she finally gave her blessing to him. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendro Archon, "I miss my parents, my wife, and my children. I've been away from home for far too long. They must be worried." The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. His wife, lying next to him, said, "You're off to search for the Dendro Archon today, aren't you? Have a safe journey, my love." In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City, and founded the Academia. What a happy ending. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on his journey? Yes, but his faith and determination were conveyed to the Dendro Archon, so she blessed him in the form of a dream. Paimon understands where you're coming from now. That's a really interesting connection. But we really gotta wake up soon, like the sage in the story! I see. Well, it just so happens that today's Sabzeruz festival is almost over too. Since we're in a dream,
Let's make this final dance of Sub-Zerus as beautiful as we can. The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the Dance of Sub-Zerus. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilou's dance. Good morning, traveler. Oh, Paimon feels like she's been asleep for the longest time. Oh ja, das war wirklich schön anzusehen. Aber die Cutscenes in Genshin sind wirklich sehr aufwendig gestaltet. Mag ich. 10 von 10. Paimon's head feels super heavy. Did we oversleep? Do you even remember going to sleep last night? Paimon thinks it was after the Sub-Zerus festival. The Sub-Zerus festival! Have we finally escaped from the Sub-Zero samsara? Quick! Take off your Akasha terminal! She's not in her room. What happened? Huh? What usual spot? Ja, den Ort halt. Ich mag die Story von Genshin. Oh. Schön. Ich Profi. We should prepare while we can, then make a Ja, die strike Loop. against the enemy. Well done, Traveler and Paimon. And thank you, Dunyarzad, for organizing the Sub-Zerus festival for me. I'm sorry, who are... Dunyarzad! You're okay! Oh, don't scare us like that! Oh, Traveler Paimon. I have something amazing to tell you. I just had a dream.
and I saw Nilu performing the dance of Sub-Zerus. Des Morgens 1000 Rosen. Ah, schön. Ich hab's endlich geschafft. Der Brainfuck ist vorbei. Zumindest aktuell fürs Erste. Ist das jetzt eigentlich die Fortführung? Ah ne, der Epilog aus dem Ganzen. Ja, dann machen wir den Epilog auch noch. You're actually Nahida, aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sub-Zero's festival. And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere else. How about by the traveler's favorite bench? Let's talk about Dunyarzad first. It's such a relief that she's all right. After we parted on the last day of the Sub-Zero's festival, I left the city and saw what the traveler had described. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream, where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible, but it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the samsara. So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. And not a moment too soon. Huh? Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. I need to spend more time observing human emotions. Both are fine. Everyone reacts differently. Alright, you two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my faithful believer. As your reward, I will answer any and all questions. At the Avidia forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious and dream of a huge tree and a red sky. You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. Yeah, so you do know! We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. It seems like the traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul. Perhaps her last memory before she died. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up, so your suspicions are reasonable. A message from Greater Lord Rukkhadevata? We thought it was from King Deshret. King Deshret? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. You probably just heard some of their conspiracies. Okay, so what does the message mean? I still haven't managed to decipher it.
Even the Akasha isn't currently capable of doing that. Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. I've warned the Academia about this many times, but people still keep falling victim to it. But I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick! Is it because of the contaminated consciousness? But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. The Traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a chance at deciphering it. No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Tevat's. To be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. How did you do that? Poor Catherine. Does this mean you can also occupy other people's consciousnesses? Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha terminal. The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Hold on. Did we just learn some deep, dark secret? So Catherine is... No wonder Paimon felt something was off about her. What about your own body? Why do you need to borrow other people's? Don't you live in the sanctuary of Surasthana? That story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared, the sages found my newly born self and took me back to Sumeru. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Surasthana, ostensibly for the sake of protecting me. But I've hardly heard from them since. However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead of me, a symbol of her passing. So, the sages basically put their new Archon under house arrest? How dare they! Why don't you teach them a lesson, Nahida? In some ways, they aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. Even after her death, the Akasha is still empowering this nation. And I'm still really far away from being able to call myself the God of Wisdom. Moreover, the Academia is also more proficient at governing this country. Yeah, you got a lot of believers. Just look at the Sub-Zero's festival. Everyone who showed up truly loves you. Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that, and try to live up to being a deity in the meantime. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. Doing all that should be enough. There's never been any big problems with the Academia's governance of Sumeru. This is the first time I've seen them step out of line. I wonder what caused them to go down this path, and what they hope to achieve. Even though the city's residents haven't noticed anything strange, if the Traveler hadn't broken the Sub-Zero's samsara, the situation could have become dire.
I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all the people of interest seem to purposely avoid wearing their Akasha terminals. I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Tainari to join some kind of project. Could it be related? Regardless, I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. But I'll have to be discreet, or they'll see me coming. You mean how the Akasha stops you from having dreams? Yeah, it's been such a long time. No one's noticed something's up? It's not that no one noticed. It's more like no one cared. Ultimately, it's all rooted in the sage's misdirection. Misdirection? The sage has convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom. Not dreaming is a badge of honor in Sumeru. Even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Rukkhadevata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. That's why I've never come out strongly against this. Anyway, the perspective advocated by the sages drowned out any voices of doubt. By now, even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about their dreams. Got it. I hope my answers were satisfactory, seekers of knowledge. To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. I think I may need to rest for a while. Oh, and you don't need to worry too much about the sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Sumeru Samsara in the immediate future. Go and get some sleep. Leave everything to us. What a relief. This is truly the most exhausting birthday I've ever had. Traveler? Paimon? Why am I here? Do either of you know? Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. We happened to walk by, so we thought we'd wait for you to wake up. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. Oh, I'm fine. I better go. Thank you. We've spent quite some time in Sumeru City, but ever since we last said goodbye to Lesser Lord Kusanali, we haven't heard anything from her. Oh, we can't just keep waiting around like this. Let's go find Catherine and pick up some work so we can at least keep ourselves... Strike against the enemy. Hallo Naomi. Hallo, hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Und freut mich, dass du es in diesen dass du es geschafft hast, zu diesem Chaoten hier zu finden. Also, zu mir. Habe ich jetzt Lust, noch weiter Main Story zu machen? Das war jetzt irgendwie schon
Ja, ein bisschen Kopfschmerzen, aber sonst supi. Joa, ganz gut. Mir für meinen Teil ist es ein bisschen warm. We should prepare while we can, then make a preemptive strike against the enemy. Sind eigentlich alles Aufträge, die recht einfach zu machen sind. Als Daily Quest. Andererseits könnte ich den ganzen Prozess einmal überspringen. Und ich bin wirklich ein fauler Sack heute. Nee, da können wir jetzt nicht hin, weil ich weiß, was mich da erwarten wird. Da wird wahrscheinlich Spaß und Freude erwarten. Indem es in die nächste Main Quest weitergeht. Nee, danke. Achso, ja, Moment. Nein. Ad Astra Abyssos. Thank you for completing today's commissions. Ad Astra Abyssos. So, habe ich das auch abgehakt. Es ist jetzt, glaube ich, das erste Mal seit 3 Tagen oder so. Ne, seit 4. Sonntag habe ich das letzte Mal gespielt. Dass ich die täglichen Aufgaben mal wieder machen konnte. Oder hätte machen können. Jetzt haben wir wieder ganz viel Auswahl, was wir machen können. Naja, Kapitel 3, Akt 5. Warte, was? Wieso habe ich das dezente Gefühl, dass Sumeru irgendwie das Spielgebiet war, was am längsten entwickelt wurde von Genshin? Ich meine, gut, das Spiel ist auch seit 2016 draußen, aber wir können das Event machen. Theoretisch. Oder wir machen was ganz anderes. Na, ich kann zum Beispiel die längste Questreihe des Spiels weiterführen.
Hm. Irgendetwas, wo man einfach hirnlos was machen kann. Ja, ich kann zum Beispiel die Daily Tasks erstmal fertig machen. So, wenn wir das erzählt haben, müssen wir bei 6 sein. Oder? Jo. Das heißt noch 4 Ärzte. 3, 1. Perfekt. Genau 10 Ärzte. Und 150 Punkte ursprüngliches Harz verbrauchen. Das ist ja kein Problem, weil ich brauche noch Zeug, um die Luke aufzurüsten. Ganz viel Zeug. Sehr, sehr, sehr viel Zeug. Ich schieße einen wunderschönen Kerl hier noch ein bisschen plätten darf. Oder. Nee. Dann halt ein bisschen Kloppe geben. Und mein Charakter das ein oder andere Mal über den Jordan schicken. Flames, purge! Autsch. I'll protect us. Windblade. Steady as stone. Go, Barbara, go! Autsch. Ah, das war...
Unlucky. Let's dance. Dawn, break forth! Oh no! Let the show begin. I must leave no Ja, tot. Easy. Hat mich nur fast meine Heilerin gekostet. Aber da kriege ich nichts dafür. Also ich brauche noch 2 von den großen. Das heißt, ich brauche von denen hier 6 Stück. Glaub. Nee, ich brauche 6 von den lilanen. Von den Medium großen. Einmal heilen. Ah. Und das im Gegenzug heißt, ich brauche... Einmal kurz durchrechnen gehen. Ja, also ich brauche von denen 2 Stück, die brauchen 3 Stück, das heißt, ich brauche hier von 6. Na cool, okay, einen habe ich schon mal. Also 2. So, davon brauche ich 6. Das heißt, hiervon brauche ich 18. Von den lilanen. Oder? Moment. 2 mal 3 sind 6. Das mal 3 sind 18. Und die nochmal mal... Gut, das dauert ein bisschen. Das dauert ein bisschen. Aber damit ich nicht komplett sinnlos durch die Gegend laufe, ich glaube, Moment, Orientierung. Ich muss ja, glaube ich, noch ein paar Dinger machen, damit ich in der Ansehensstufe nach oben komme. Ja, Stufe 7. Und dafür brauche ich noch 40? Wow. 10 mal Münze. Und das bringt mir genau 40. Naja, gut.
300 Meter? Ach, da oben. Ich warte eh noch darauf, dass der Boss respawnt, also laufen wir da einfach mal ganz locker geflockt hin. Legendär zwischen den... Was war das für ein Achievement, bitte? Legendär zwischen den Wolken. Erreiche Ansehensstufe 8 in Liebe. Nice. Der Traum wird enden. Erwache aus dem Oh Gott, Alter. Samsara des Sub-Zero-Festes. Wow. Schließt des Morgens 1000 Rosen erwachen. Ja, ja, geil. So viel Stuff. So viele Erfolge. Nice, jetzt habe ich neue Flügel. Ich liebe es, wenn ich Freundschaftsanfrage bekomme und nicht weiß, wer das ist. Also ich habe mich entsprechend benannt. Aber kann ja auch sein, dass du eine Freundschaftsanfrage von mir bekommen hast, der deine Figuren zur Unterstützung hatte. Weil du kannst da bei einigen Kämpfen kannst ja Unterstützungsfiguren quasi auswählen. Und wenn dann einer da mit deinen Figuren gekämpft hat und die gerne wiederhaben will, schickt er dir eine Freundschaftsanfrage. Und wenn du sie annimmst, hat er sie dann bei sich in der Liste drin. Ich könnte jetzt auch Honkai Star Rail streamen, aber da habe ich nichts mehr zu tun, außer
Außer doof durch die Gegend zu rennen und versuchen, ein paar Charaktere von mir aufzuleveln. Was wieder mit ewig viel Farm verbunden ist. Also dasselbe, was ich quasi gerade hier in Genshin mache. Hier ist der ganze Spaß übrigens noch ekelhaft. Da brauche ich natürlich noch 3 Stück von denen. Bei der Barbara. Und die kriege ich entweder, wenn ich die Okanoide wegklopp. Oder wenn ich mich hier an der Hydrohypostase probiere. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Sonst ist meine UID nur bei Honkai auf dem Discord sichtbar. Ja, aber über diese Figurenanfrage kannst du auch Leuten eine Anfrage schicken, ohne dass du die Ding hast. Die die UID. Guten Tag. Steady as let's dance. Windblade. Flames, purge! Autsch. Naja, er kann ja zum Glück ein bisschen tanken. I must leave no stone. I'll protect us. Ink! Leave it all to me. Windblade. Lies doch mal. Ich weiß nicht, ob ich das noch mal lesen will. Wenn du mich schon so vorwurfsvoll dazu aufforderst, das nochmal zu lesen. Aber Hikari nicht bei Honkai. Oh, uff. Ja, ich bin halt auch manchmal blöd. Ja, lass mich. Let's dance. Dawn, break forth! Let the show begin. Oh, ich habe einen lilanen direkt gekriegt. Cool, das macht mir...
Das heißt, ich bin fertig. Wenn ich jetzt nicht verrechnet habe, müsste ich fertig sein. Oder fast fertig. Nee, ich bin fertig. Oder habe ich mich jetzt verrechnet? Nee, habe ich nicht. Ich habe sogar einen zu viel. Oh, cool. So, Zeit, mal die Lupe auf Level 90 zu bringen. Mehr Damage. Ich habe sie sogar alle 3. Das heißt, ich habe... Nein, ich habe sie doch nicht alle. Okay, ich muss doch noch ein bisschen. Ich habe 5. Ich brauche noch 2 lilane. 2 lilane habe ich schon. Ne, ein davon. 2 Stück brauche ich noch. Das sind 2 mal 3 sind 6 blaue. Oder 18 grüne. Naja, ich habe ja noch ein bisschen Energie. Zweimal kann ich auf jeden Fall noch. Dann ist ja morgen dran. Dieser Drache. Es ist die goldene Frage, wie lange braucht es, bis so ein Boss respawnt? Steady as stone. Let's dance. Hi. Dawn, break forth! Immer schön aufs Auge kloppen und dann tut's dreifach so weh. Da muss man nur rechtzeitig wegkommen. Let the show begin. Einmal das Auge nass werden lassen. Und dann geht's direkt weiter mit der nächsten Schnitzelei-Runde. Ding, 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 der ding, ding, der ding. So, da muss man wieder ein bisschen Abstand nehmen. Leave it all to me. Am besten auch noch wissen, wie man dodgt.
I must leave no stone. Let the show begin. Prepare to be blown away! Wingblade! So. Okay, 4 rot und 4 blaue. Das heißt, ich brauche noch 2 blaue. Let's take a moment to rest and plan our next move. Okay, cool. Ich brauche noch einen. Warte, ich habe 75 von den kleinen blauen. Okay, warte, ich brauche die großen blauen. 6 Stück von. 3 Stück, das heißt. Oh, das war die falsche Taste. Wir fangen mal mit einer Basic-Rechnung an. 3 mal 3 sind 9. Dann habe ich die lilanen zusammen. Das sind die 3 großen. Das muss ich dann mal 3. Das sind 27 von den blauen. Und das mal 3 sind die ganz kleinen, die ich brauche. Und das sind 81 insgesamt. So, ich habe aber, was habe ich? 75. Damit komme ich schon mal ganz gut ran. Das heißt, ich muss nicht allzu viel mit der Hypostase tanzen. Na, perfekt, so wie ich es berechnet habe. Und wenn ich Glück habe, kriege ich sogar direkt einen lilanen raus und dann muss ich gar nicht mehr gegen die Hypostase oder gegen die Ozean-Dinger da fetzen. Was mir das Leben sehr, 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 sehr viel vereinfachen würde. Also, wann gönnt mir das Spiel mal? So, das war die große Frage für die Loot. War ich da schon durch? Nein, einer fehlt mir noch. Das sieht ja doch besser aus auf dem Outfit der Gleiter.
So, das ist dann auch der letzte Kampf für heute, weil so mehr Energie habe ich nicht. Guten Tag. Steady as stone. Aua. Let's dance. Dawn, break forth! Leave it all to me. Lay waste to the wicked! Is this the Diluc level 90 grind? Yes, it is. I'll protect us. Aua. Just be a nice little flower. Go, Barbara. Let the show begin. Da wäre schön. Dawn, break forth! I must leave no. I'll protect us. Windblade. Damage, damage. Do it, do it, do it. Yes! I'm done. I'm done. I used to believe if I was... My sweet little level 90 Diluc.
Now you can level up talents more. I know. But I need more material for him. Yep. More farming required. I wonder when I'll be as tall as my big sister. So, was tun wir jetzt? Ist die Frage. Na, ich weiß. Wir machen noch ein bisschen doing some Star Whale. Time to get my Star Whale account roasted. Star Whale. Okay, warum hat er das jetzt direkt selbstständig gecaptured? Ich nix wissen. Naja. Da war ich. Und zwar wollte ich mir... Okay, Black Swan habe ich schon auf Ding geholt. Dann machen wir das erst. It's getting late. Where to now? Why the long face, buddy? Cheer up! Tick-tock! Oh boy! I've eaten too much this time! It's Mickey Mouse.
Oh, da muss ich auch noch ein bisschen Farming machen. Hm. Es hat entgegen meiner Erwartung eigentlich relativ gut funktioniert. Aber man kann ja mal dumme Gedanken machen. Ah, perfekt. Technikschaden direkt erhöhen. Stream forth the gleam of old blades. 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 Storms on the horizon. Found it. Didn't hurt. Good times never last. Time to say bye. Boom. Memories are beneath the waters lies an endless abyss. Just in time. Time for a shot. Nap time. Relax. What do you want to know? I weep for the departed. It too shall fall. Ill fate descends. Free will, or was it on the still waters of oblivion? To be reborn.
Mehr DOT. Stream forth the gleam of old blades. Stream forth the gleam of old blades. Stream forth the gleam of old blades. Brucheffekt erhöhen. Ja. Storms on the horizon. Found you. Mehr Damage. Just in time. Good times. Now time to say bye. Boom. Memories are beneath the waters lies an endless abyss. I weep for the departed. It too shall fall. Stand still. Ill tidings manifest. Free will, or was it fate? Destined for oblivion. Good times. Now time to say bye. Boom. Just a little something. Think nothing of it. Thanks. You're too good to me. Nap time. Relax. Destiny is ill fate descends on the still waters of oblivion. I weep for the departed. It too shall fall. Who goes there? Stream forth The divine. gleam of old blades.
Als nächstes kommt Boss. Das heißt, wir können jetzt alles an Kohle rauspumpen. Hocheffekt. Mehr Energieherstellung, das macht es einfacher. LP wiederherstellen. So, und das war's. Storms on the horizon. Jetzt bin ich natürlich in der nachteiligen Position, dass ich keine Schwäche mit dabei habe. Aber ich habe auch bisher noch keinen Schichtigkeitscharakter mit der Feuerfunktion gefunden. Das heißt, wir gehen mit einem Impact von Ackern rein. Oh ja, geil. Das war gut. Das war so. Das war gut. Das war sehr gut. Hallo Dark. Oder Dark? Dark. Du bist Dark. Und der andere Dark ist dann Herr von Raditz. Memories are ever changed. Beneath the waters lies an endless abyss. Just in time. So. I weep for the departed. Ich hoffe, dir geht's gut. It too shall fall. Time for a shot. Nap time. Relax. What do you want to know? Ill fate descends. Free will, or was it fate on the still waters of oblivion? I'm okay. Retribution will Good find times. No time to say bye. Boom. Ich glaube, ich brauche einen Namenswechsel. Ja, dein Name ist jetzt halt aber auch echt nicht so leicht, muss ich zugeben. Au. Das tut weh. Soweit ganz gut. Ja. May as well kill 'em all. Das ist schlecht. Didn't hurt. Jetzt sind bitte nicht noch meine Healerin in Geiselhaft und dann sind wir. Das war ganz dicke Freunde. Ja. Nein. Das ist schlecht. Don't worry, it's just a scrape. Another journey begins. Stand still. I weep for the departed. It too shall fall. Das macht das Ganze jetzt nur um 300 Oktaven schwerer. Ey. Es macht doch nicht diesen hier. Never time to say bye. Im Prinzip spricht man den Jark aus. Wie Jin, nur mit Arc am Ende. Ah ja. Gut, ob ich mir das in 300 Jahren noch merken kann, weiß ich jetzt nicht, aber wir werden es herausfinden. Oh Gott im Himmel. Time to say bye. Boom. Just a little something. Think nothing of it. Don't worry, it's just a scrape. Okay, dritte Runde. Das kann jetzt so ekelhaft werden. Okay. Okay. Cool. Machen wir so. Acheron boxt da jetzt einmal so rein. Einfach Namenswechsel, aber
da was Gescheites bei rumkommt. Natürlich nicht, damit sowas wie linksradikaler Schläger. Left to say farewell. It too shall fall. Good times, never time to say bye. Boom. Say bye to breathing. Nap time. Relax. Oh, danke für den DOT-Damage. Oh! Time to say Ich kriege ihn noch umgeklatscht. Boom. Just a little something. Kurz intervenieren. Don't worry, it's just a scrape. On the still waters of oblivion. Ja. Another blood Perfekt. repaid. Hm. Das ist einer der Bosse, die ich absolut nicht leiden kann. Also von den vielen, die ich jetzt schon in diesem Spiel bekämpft habe, ist dieser Hirsch. Und ich denke, da wirst du dich auch freuen, Lunia, wenn du da so weit hinkommst. Das ist der beste, den man haben kann, der beste Boss. Noch keinen besseren gesehen, der dir noch weniger die Nerven tötet. Hab gerade 20 Mal gezogen. Joa. Na, hier könnte ich mein Glück probieren mit Black Swan. Den müsste ich auch umgebrockt kriegen. Mal Hook, aber auch Ting Yuan gezogen. Ting Yun. So. Ich glaube, Hook habe ich sogar. Ja, Hook habe ich mittlerweile vollständig, was die Edolia. Edolia? Ja, wie komme ich denn da wieder drauf? Und. Aber ich glaube, sie habe ich nicht voll, oder? Nee. Bin mal auf deine Reaktion dann gespannt. Die würde ich nur zu gern sehen dann. So, soll ich mein Glück auf Stufe 90 mit dem Hirsch auch nochmal probieren? Aber er sagt mir, dass ich dieselben Segen jetzt nochmal kriege. Das war ja Arschglück mit den Regenerieren und mehr DOT und allem. Aber ich meine, kannst du am Level sehen, wie wenig ich die anderen Charaktere spiele. Also ich ziehe die jetzt so gerade so nach und nach oben, damit ich mir vernünftige Teams aufbauen kann. Aber prinzipiell spiele ich die halt so gut wie nie. Und das hier ist quasi die Starrail-Version von die Starrail-Version von Hikari.
Während Hikari in Genshin durch die Map rennt und die ganzen Schätze findet, ist dieses Schweinchen da in Honkai der Schatzsucher. Ich gucke gerade einfach, dass ich alle Elemente irgendwie abdecken kann. Ah, die konntest du ja schon abdecken, prinzipiell, als du das erste Mal Honkai im Stream gespielt hattest. Also im Discord-Stream. Aber hab natürlich auch meine Favoriten. Ja, wenn. Ich hätte es jetzt noch nicht erwartet, dass du keine Favoriten hast, dass niemand Favoriten hat. Achso, hier bei dem wollte ich, glaube ich, mein Glück auch noch probieren. Habe ich meinen Namen gehört? Ich weiß nicht. Ich habe nur von deiner natürlichen Begabung geredet, dass du in Genshin irgendwie es immer schaffst, die Kisten zu finden. Nice. Stream forth the gleam of old blades. Dann kannst du ja mal mit Rami drüber reden. Stream forth. Oh, das war ein knappes Kistchen. Und ich habe beiläufig erwähnt, dass, wo ist er? Da. Dieses kleine Schweinchen, das kleine Schweinchen hier unten, das tut dasselbe wie du in Genshin, nur hier in Honkai. Die Schätze für einen selber suchen. So. Nächste Runde Kampf. Kampf. Stream forth the gleam of old blades. Besiegt aber ein LP wiederhergestellt. Das hört sich auch immer gut an. Erwischt hat sie dich? Na. Was heißt denn hier erwischt? Also wenn sie sich jetzt beleidigt fühlt, dann tut mir das herzlich leid. Das mies. Ich habe die Taste verkackt zu drücken. Ich habe die falsche Taste gedrückt gerade eben. Das ist doch mies. Relax. Ill fate descends. Free will, or was it fate? Oh, da muss ich kurz niesen. On the still
oblivion. I weep for the departed. Ah, It too shall fall. bin ich beleidigt? Eher geschmeichelt. Storms on the horizon. Ja, nun, okay, dann, also, ja, dann. Okay. Stream forth, the gleam of old blades. 1, 3 und Party. Lies an endless abyss. Good times never last. Time to say bye. Boom. Ja, telefonier mal deine Kollegas hierher. Nap time. Stand still. I weep for the departed. It too shall fall. Ill tidings manifest. Another journey begins. Destined for oblivion. May as well kill them all. Naughty child. Relax. Destiny isn't true. Ill fate descends on the still waters of oblivion. Das tut weh. Just a little something. Think nothing of it. Thanks. You're too good to me. That hurt. Time for a shot. Destiny's hand has Stand still. I weep for the departed. It too shall fall. Good times. Time to say bye. Boom. Free will, or was it destined for oblivion? May as well kill them all. Das ist schlecht. That's better. Don't worry. Das ist gut. Just a scrape. Relax. Memories are beneath the waters lies an endless abyss. Another journey begins. That hurt. Just a little something. Think nothing of it. Don't worry, it's just a scrape. Time to move. Naughty child. Nap time. Stand still. Destiny isn't chosen. I weep for the departed. It too shall fall. Na, 200.000 Damage. Geht besser. Ja. Das ist gut. Das war gut. So, Kuriosität oder Ding? Natürlich nicht. Held. Zufällig 1 bis 2. 1 erhöht. Während des Kampfes. Schade. Aber auch nicht ganz schlecht. Stream forth, the gleam of old blades.
So, das Schwein kann ich nicht automatisch killen. Das heißt, ich könnte jetzt in den Kampf eintreten, HP verlieren. Oder ich lasse das Schwein einfach Schwein sein. Ciao, Schweini. Stream forth, gleam of old blades. Ach, Spiel jetzt, gönn doch. Was I seeing things? Stream forth, the gleam of old blades. Ja. Stapelgrenze erhöhen. Noch ein mehr D&T, desto mehr steigt der Schaden dadurch. Perfekt. Und auf den nächsten Elite. Das ist sogar einer, da kann ich was ausrichten gegen. So, und dann treten wir ein mit dem da. Good times. No time to say bye. Boom. Memories are beneath the waters lies an endless abyss. By the 10 lords. Unscathed. I weep for the departed. Na, ich mache halt so gut wie kein Damage darauf. Again. Just in time. That'll take more than medicine. That's better. Destiny's hand has truly blessed me. Ill tidings manifest. Another journey begins. Stand still. Threat raised. Suppress. Not bad. Caught in the web. Das ist schlecht. Unscathed. Das ist schlecht. By the 10 lords. Just a little. Okay, das geht noch. Think nothing of it. Okay. Das tat weh. Don't worry, it's just a scrape, destined for oblivion. What do you want to know? Ill fate descends. Oh Gott. I weep for the departed. It too shall fall. 20 Minuten noch. Time for a shot. That's better. Destiny's hand has truly blessed. Ah, das ist doch scheißendreck. Ach, das ist doch scheiße. Time's passage. Some kind. Naughty child. Just a little something. Think nothing of it. Surrender. Good times. Never last. Time to say bye. Boom. That'll take nap time. Relax. Mission failed. Ja, immerhin verreckst an DOT-Damage. Das ist gut, das ist gut. Auch wenn es schlecht war. So. Zurücksetzen, gefallener Gur. Okay.
Und ja, ich habe einen ziemlich unkonventionellen Ansatz, um hier in der Welt vor sich zu gehen. Oder bei Schaden von DOT an Gegnern die Fahrtresonanz auf. Das heißt, ich könnte die öfters auswählen. Machen wir doch das hier. So. Handel oder Ereignis? Ach, nehmen wir doch Ereignis. Bitte lass es kein Kampfereignis sein. Bitte lass es kein Kampfereignis sein. Das geht, glaube ich, sogar noch. Gib einen Segen mit 1 bis 2 Sternen auf und erhalte einen Segen mit 1 bis 3 Sternen. Oder 80 mehr Fragmente. Dann nehmen wir doch die 80 Fragmente. So, Schwächebrucheffizienz. Brucheffekt. Energiewiederherstellung. Das ist das, was ich will. %12 vorziehen hört sich auch nicht schlecht an. Dann den Brucheffekt. Dann können wir das da verstärkt noch. Was war das denn für ein... Ah, okay, das kann ich erst sehen, wenn ich hier durch bin. Storms on the horizon. Stream forth. The gleam of old Winke, winke. Ciao, Dark. War mir eine Ehre, mit dir zu spielen, mit dir gelebt zu haben. Beneath the waters lies an endless abyss. Good times never last. Time to say bye. Boom. I weep for the departed. It too shall fall. Just in time. Es dauert halt alles einen ganz kleinen Moment länger. Nap time. Stand still. Destiny isn't chosen. Ill tidings manifest. Aber Destiny for oblivion. You're all in on it. May as well kill them all. Mind your manners. I'm just warming up. das doch, Mann! Just a little something. Think nothing of it. Don't worry, it's just a scrape. Das Spiel, das will mich jetzt wieder mobben. Winky Winky ist doch nicht immer ein Abschied. Ja, It too shall fall. aber in den meisten Fällen. Relax. Another journey begins. On the still waters of oblivion. Sword, heed me. Say bye to breathing. Good times. Time to say bye. Boom. Nap time. Stand still. Jetzt muss ich halt anders daran arbeiten, den Platz zu kriegen. It too shall fall. May as well kill them all. Just a little something. Think nothing of it. Thanks. You're too good to me. Wie geht's denn dir, Dark? Herr von Raditz. Herr von Raditz. Out of moves. Time for a shot. Was soll er nicht machen hier? Don't worry, it's just Du kleiner jugendlicher Bengel hier. for oblivion. You're all in on it. Good times. Time to say bye. Boom. Wie immer, bei mir ändert sich ja nichts. Das ist doch gelogen. Naughty child.
too good to me. Perfekt, letzte Phase. Bisschen DOT-Damage zufügen. Autsch. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ja, Tower auf. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Oh. Just in time. Just a little something. Oh. Nothing of it. Don't worry, it's just a scrape. How's this? Didn't hurt. Das ist schlecht. I weep for the departed. It too shall fall. Time for a shot. Sword, heed me. Have at you. You're all in on it. Free will, or was it fate? Destined for oblivion. Just Ey, Alter, was habe ich denn für ein Glück? nothing of it. Don't worry, it's just a scrape. Was habe ich für ein Pech? Naughty child. Nap time. Cut through the ranks. I failed. Ja. Ah. Damage over time ist der King. Müssen wir auch mal die neuen Storyteile anschauen, aber komme zu nix im Moment. Ja. Wie halt? Time to say bye. Boom. Yes, yes. Time to say bye. Ja, jetzt kann ich mir den hier holen. Perfekt. Damit habe ich alle. Da kann ich mir noch die Bündelungsgeräte alle zusammenpicken, die 13 Stück, und dann kann ich die ganzen. Da kann ich die 4 Stück sogar upgraden. Ich glaube, den hier habe ich sogar schon geupgradet. So, damit habe ich das Ding da auch fertig. Was für Gegner hatten wir hier? Speicherbereich Mem. Dem Tod entgegen. Oh, das Ding sagt mir jetzt nichts. Scheißendreck. Na, ich hatte scheinbar eine interessante Kampfesstrategie, als ich das Team zusammengestellt habe, um das Viech da platt zu machen. Naja. Ich brauche noch 500 XP. Cool, dann machen wir doch das, was ich sonst immer mache. Eine Kuriosität. Mehr DOT. Nee. Schaden außer DOT. Stream forth, gleam of old blades. Auf einmal lande ich bei Kafka auf dafür. Habe ich denn nichts gelernt? Stream forth, the gleam of old
Das Schöne ist, dass ich auf so einem Low-Level hier unterwegs bin, dass ich das locker flockig einfach machen kann. Ich mach den nämlich alle One-Hit. Oder annähernd One-Hit. Korrektur, ich mach die One-Hit. Selbst die Begegnungsgegner mache ich in 90% der Fälle One-Hit. Deutsch 1A, Lunia. 1A. So, ich mute mich jetzt und lasse den Locker. Viel Spaß. Storms on the horizon. Wir tun jetzt zwar ganz seltsame Dinge. Oder ich tue jetzt mal ganz seltsame Dinge. So. Stream forth the gleam of old blades. Was sind das für Alpen? Hau ab. Das ist schon besser. Stream forth the gleam of old blades. Stream forth the gleam of old blades. Löse 10 zufällige Effekte nacheinander aus. Na komm. Okay, Segen verstärkt, hört sich gut an. Segen verstärkt, hört sich gut an. Segen verloren. Ja, okay. Segen verstärkt. Kosmischer Ding. Segen verstärkt. Eine Kuriosität. Segen verloren. Okay, cool. Overall war das doch eigentlich ganz gut, hätte ich jetzt gesagt. We need a strategy. Again. Stay alert. Stand still. Stream forth the gleam of old blades. Galaktischer Altruist Teil 3, ja, das hatte ich doch schon. Er grinst, verlockende Belohnung oder bestechende Belohnung? Ja, nehmen wir die. So.
Region Rast. Gleich kommt Boss. Sägehalten, Sägehalten, Sägehalten. Oh, das war 3-mal Sägehalten. Wow. Storms on the horizon. Stream forth, the gleam of old blades. Stay alert. Naughty child. Nap time. Relax. On the still waters of oblivion. Bing, bing. Dong. Another blood debt repaid. So, und damit habe ich die Universumssimulation für heute auch voll. Für diese Woche. Perfekt. Ende den 3 Tagen. Und noch einen Erfolg abgeholt. Und das. Ansteckendes Glück. Verstärke 200-mal aktiv die Segen in der Universumssimulation. Ja, nice. Nice. So, und jetzt Stream forth, the gleam of old blades. Stay alert. Time for a shot. Stand still. Destined for oblivion. I weep for the departed. It too shall fall. It's time. Lance ablaze! Lance forward! Relax. Nap time. May as well kill them all. so knackig. Another blood debt repaid. Und damit kann ich meinen Loot Collector aufleveln um eine Stufe. Awesome. Let's ride the wave. Und es gibt ein Ticket. Ja, in die Gesellschaft hat sich das Ding hochgebombt. Da Clara, die andauernd dreiviertel nackt rumrennt. Hat er letztes Mal Schuhe an den Füßen. Ich mag die Idle-Animation von Conti.
Von Topaz und Conti. So. Neue Chaos-Erinnerung aktiviert und neue reine Fiktion aktiviert. Ja, da bin ich ja eben noch weit davon entfernt, irgendwas. Every touch, every moment is like a thorned rose. Wortschöpfung. Geschichte beginnen. Na okay, soweit komme ich auch noch. Zwar nicht mit den Punktzahlen, die ich bräuchte, aber soweit würde ich wahrscheinlich auch noch kommen. Stufe 55, da kann ich ja faktisch jeden auf Level 60 einsetzen. Ich glaube, hier war ich jetzt über schon unterwegs. Ja. Die Lawfu habe ich abgeschlossen. Das heißt, ich muss als nächstes hier nicht. Hier bin ich fertig. Traumgrenze 21 von 27 Kisten. Ah ne, okay. 4 Kisten, ein Sparschwein und ein Lord von Tonne fehlt mir. Wo fange ich denn da am besten an bei diesem spaßigen Gewirr? Ich könnte jetzt einmal rumrennen und alles clearen eigentlich. Stream forth, gleam of old. Oh, das war eine knappe Geschichte. Stream forth, the gleam of old blades.
Okay. Hallo Steri, sag mal, warum haben Sie mich nicht in HSR geaddet daher? Ich habe deine UID nicht. Da unten steht eine Kiste. Tu doch. Das ist durchaus interessant, aber das macht aber gar keinen Sinn. Zumindest von hier aus nicht. Du darfst ja aussuchen, den Acheron-Account oder den OG-Seele-Haver-Account. Warum hast du zwei Accounts? Also, weil du auf dem einen nichts mehr zu tun hattest. Ja, okay, kann ich verstehen. Ich bin doch doof. Mir ist es egal, welchen du mir schickst. Ich gebe dir mal den Acheron ACC. Na dann. Ashy. Ah ja. Level 80er Acheron, Level 70er Black Swan, 80er Blade. Mhm. Deine Acheron ist besser als meine. Uff. Oh ja, okay. Hast ein bisschen mehr gepult auf Acheron als ich. Da hast du meine Grundstats. Aber ich hab's auch nicht auf auf Eidolon 2 gepult. Das mache ich dann vielleicht, wenn ich irgendwann mal Bock habe.
sind stabil. E1 gibt ja mehr Crit Rate. Ich habe also mit E1 und dem Z-Bonus so 85 Crit Rate. Hattest du nicht eine Crit Rate gehabt von. Warte, was habe ich für eine Crit Rate gerade? 61. Was hattest du denn hier drauf? Da 57,9%. Ja. Dafür bist du im Crit Schaden höher als ich auf jeden Fall. Ah ja. Ich meine, E2 ist nicht schlecht, wenn du halt, statt 2 Nichtigkeitsfiguren, mein Bodypiece hat noch kein Crit Rate Damage. Ja, ich habe auf dem Bodypiece habe ich auch keinen Crit Damage. Also generell sind meine Pieces für sie eigentlich relativ bescheiden. Ich habe halt überall habe ich halt Subsets drauf, die ich nicht drauf haben will. Effekt, Widerstand, Brucheffekt. Effekt, Trefferrate. Also wenn ich das in Ding gekriegt hätte, in Crit Schaden oder Crit Rate, dann ja, wäre besser. Und mit den Teilen bin ich noch nicht wirklich zufrieden. Na, da habe ich halt auch noch kein gutes Piece gefunden. Und ich meine, ich habe mich ein bisschen das ist jetzt kein Flex, ich bin nur stolz, dass sie bei mir so circa 500k bis 860k raus hat. Ja, so kriege ich die nicht. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich kein wirkliches Team habe, wo sie reinpasst. Bei das Team, wie ich es halt verwende, siehst du da quasi über meinem Schädel mit meinem Main-Character auf Bewahrung und halt auch Kafka. Das Zeug dazu bekommen. Cool. Notizdecker. Sticker verwenden.
Ja, ich sag ehrlich, Preservation Trailblazer ist besser als Destruction Trailblazer in meiner Meinung. Also ich habe einen Freund, der schwört auf den Destruction Trailblazer. Aber er passt, zu ihm passt er auch besser ins Team. Also ich meine, ja, es geht. Ich meine, ich nutze teilweise auch noch den Destruction Trailblazer. Oh, mein Rücken. So, jetzt haben wir ein bisschen Freilauf.
Hallo Tion. Na. Ich gehe mal von aus, du hast ein bisschen weiter an deinem Stream gebastelt. Bist ja am Umziehen äh, vom Bot. Ähm. Na, Valorant, ja. Warum willst du denn jetzt nicht mehr? Ach, fix noch mal.
Jetzt da. Kommen wir an den Punkt. Jetzt müssen wir uns im Stream wieder hören. Ja. Oh. Ich liebe Leerlauf. Hallo. Servus. Hallo. Dynamisch, hat sie gesagt. Ja, das dynamische Trio. Wo siehst du hier Dynamik? Weiß nicht, hintereinander umfallen ist auch eine Dynamik. Ach so, ja, okay. Hast du auch recht. Das ist Ja. Domino Day. Ja, solange wir in Bewegung sind, ist das dynamisch. Oh, hey, ich bin voll wach. Ich Match gefunden. Matsch gefunden. Ich habe heute schön ausgeschlafen bis um 9. Du hast länger geschlafen, als ich durfte. Nein, sie ist weg. Das war prima. Hallo, Lev. Na, wie geht es dir? Hallo. Oh, Gewitterwarnung. Geil. Jetzt muss es ja nur noch bei mir vorbeikommen. Es 9 Grad kälter sein bei mir als heute. Du meinst, heute kracht es noch? Nicht viel. Wir sind das dynamische Sterbetrio. Ansonsten nur halt einmal nur müde. Ja, sterben kann ich auf jeden Fall. Das weiß ich. Ja. Das kriegen wir alle hin.
dieses Sterben. Danke für den anonymen Geschenkgeber, für das Geschenkabo an Maya. Danke, danke. Oh! Ich weiß nicht. Nein, Was auch immer. ist doch alles gut. D&D. Ja, richtig cool. Ja. Hier kannst du zugucken. Hier passieren ganz viele lustige Sachen. Hoffe ich. Mal gucken. Ja, ganz viele doppeldeutige Anmerkungen und ganz viel Skill kann man hier sehen. Skill. Skins, ja. Skins. Ah, kein Skill, Skins. Ja, genau. Das andere mit ist. Das Witzige ist ja, dass das Doppeldeutige meist nie vorher im Kopf geplant war. Nein, ich laber einfach nur zu viel Es Scheiße. ist dann immer nur so ein hinterher dann halt, Moment, was war das jetzt? Ja. Aber es ist dann noch lustiger. Wenn man was plant, dann ist es ja auch nicht so lustig. Das stimmt. Das ist jetzt scheiße. Ich glaube, bei mir hat es gerade eben geklingelt. Oh. Aber ich scheiß jetzt einfach mal auf meine Schwester, weil das wird sie sein. Was? Lässt du die jetzt draußen stehen, oder was? Die hat einen Schlüssel dabei. Aber warum sie hat... klingelt sie dann? Ja, weil ich dann wieder tragen soll. Ach so, ich habe gedacht, damit du nicht aus Versehen nackt rumrennst oder so. Durch ein Haus, was ich mir gehört? Nee, danke. Also A ist zugemacht, da kommst du nicht hin. Warum habe ich eigentlich den Spike? Ich lasse sie einfach an mir vorbeiziehen. Und dann? Weiß ich nicht, ich bin tot, wenn die jetzt alle kommen. Sie sehen mich nicht, sie rennen. Es kommen jetzt von A hinterher. Die Klaff steht direkt vor meiner Nase. Ich denke dann immer noch 2 von hinten. Ich verarsche die gerade. Scheiße. Ja, man kann sich bei dem Gecko, da kann man sich nicht wegdrehen, ne? Wenn der seinen Doch. Spritzer da macht. Ja doch, aber du musst lang genug weg sein. Ich habe mich gerade weggedreht. Ich hoffe einfach, dass sie ganz lange brauchen. Ich habe natürlich auch nicht diese Waffe, die ich haben will. Du stehst da voll offen. Ja, die kommen von da. Jetzt haben sie keine Zeit mehr. Das war das Wichtigste. Trotzdem gewonnen. Ja, es ging um die Vor allem, die sind ja zu dritt an mir vorbeigelaufen und ich habe einfach mich versteckt, habe gesagt, wenn ich jetzt nicht schieße, kann ich drüber und dann... Oh. Ja, der Gecko, der niest immer ganz viel. Da muss man immer aufpassen. Sonst hat man Flatscher im Gesicht. Ah, kannst du das abschießen? Ja. Ich habe das noch nie gemacht. Du kannst alle seine Viecher. Naja, außer halt das Giftding. Aber das liegt ja auf dem Boden. Ich habe das noch nie versucht abzuschießen. Oh. Profi. Gegner bei A gesichtet. Bitte ist scheinbar keiner von denen. Lade nach. Ja. Oben drin auf jeden Fall. Gegner am Boden. Scheiße. Konnte jetzt. Spike in B. Och. Wir haben den Kerl Spike auf B, ne? Warum? Weil der nach B gegangen ist, weil der nicht so spielt wie ich. Sie werden sich beugen. Na komm.
Gegner übrig. Dieses Gefühl. Noch 30 Sekunden. Die wartet da jetzt bestimmt. Natürlich. Schön. Oh, nice. Uiuiuiui, der hat gesessen. Hast du So- nicht mehr geatmet gerade, oder? Nö, ich atme nie, wenn ich jetzt Überlebende bin. Deswegen müssen die schnell sterben. Ich atme nie, wenn ich die letzte Überlebende bin. Das ist auch eine schöne Aussage. Er kennt das. Atmest du noch? Nein. Ich halte wirklich die Luft an, damit ich keinen Millimeter verziehe. Wow. Ja. Hi. Das ist Angewohnheit wahrscheinlich vom echten Schießen oder so. Jetzt wird's neblig. Ein Zündkern ist da, falls irgendwer Wieder Pokémon zwei Leute, die nicht zur A rüberkommen. Ja, tut mir leid. Nein, Lunia ist nicht Soldatin. Ein Gegner übrig. Lunia durfte früher immer bei ihrem Opa mit einem Luftgewehr schießen und der hat ihr das beigebracht. Das wissen meine Eltern bis heute nicht, dass ich damit schießen durfte, als ich noch, keine Ahnung, 6 war oder so. Wow. Der Opa. Ja, mein Opa war cool. Das war mein Lieblingsopa. Na gut, ich bin Moped auf dem Spielplatz gefahren. Ich glaube, jeder hat irgendeine Scheiße gemacht. Aber nur gegen Dosen oder so. Das hast du schön gemacht. Ich hab dir zugeguckt. Das ist gut. Ja. Hi. Ich hab drauf gewartet, ob du In stirbst. dieser Hälfte. Was? Ja, damit ich ihn hole. Aber ich wollte dir den Vortritt lassen. Ist okay. Unsere Klove müsste anfangen, Kills zu machen. Was, wo habe ich 3 Kills gemacht? Uff. Ich weiß es nicht. Wann ist das passiert? Ja, freue ich mich auch gerade. Du kannst echt froh sein, dass du Controller spielst, ne? Dieses fette Ding macht sich ganz schön breit bei dir. Aufgepasst! Monster ist los! Okay, erst Mitte. Hi, Poi Poi. Über Mitte kommen, passt auf. Ich bin gerade am Rumrennen noch. Was macht ihr da? Sterben! Keine Ahnung. Also nicht. Wow. Irgendwer ist gerade in mich gelaufen. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Letzter lebender Verbündeter. Ein Gegner übrig. Die Jagd beginnt. Nehme ihm die Sicht. Nehme ihm die Sicht. Schön. Schön. So, atmen. 4-0. Ja. Du stirbst ja wirklich gefühlt. Matchpunkt. Hm? Du stirbst ja wirklich gefühlt. Ja. Aber, Ja, hallo, aber sterben nichts gut. Hi, hi. Warten, bis das Gehirn wieder weiter rotiert. Hi. Und wieder Leere. Das passt. Ja. Ja. Hallo Nox. Ich wollte gerade sagen, wem sagst du Hallo? Du bist ja auch heute live. Boah, verwirrt. Hallo, Ich bin nie live. Hallo? Tier und maximal verwirrt, weil du heute Velo spielst, ja. Ja, Shooter sind bei mir eine Seltenheit. Ja. Ja. Hat sich halt so ergeben, ne? Na, super. Ich bin ein Müde heute. Aber sonst geht's mir gut. Gegner am Boden. Jetzt sterbt nicht alle.
Letzter lebender Shit. Verbündeter. Wo waren die jetzt? Am Arsch. Schön. Spike platziert. Komm schon. Ein Gegner übrig. Wo ist sie hin? Keine Ahnung. Nice. Das könntest du ja easy schreiben. Nee. Das Ding ist, ich hab gehört, dass sie dass irgendwie am Band war, aber ich habe gedacht, die wäre oben. Also konnte sie nur noch irgendwo da hinten sein. Ne, ich hätte auch gedacht oben. Naja, oder war sie nicht? Also war sie auf dem anderen Band. So, ich bin mal eben kurz auf K. Mal gucken, was sie da unten treibe. Ja, hol die mal kurz hoch oder so. Das ist wichtig, dass wir auch was für die Schule geschafft haben. Und du wolltest mir immer noch was zeigen, was du zeigst. Ich bin immer noch neugierig, was du so machst. Der Freund von meiner Kollegin, der hatte heute auch Prüfung. Und morgen auch Ja, wieder. alle gerade. Also ganz viele ja gerade wegen Abi. Der macht da für die Arbeit irgendwas Meistermäßiges. Okay. Er ist dann Meister einfach. Einfach Meister. Einfach Meister. Das kann ich ja von mir nie sagen. Ich werde nie Meister sein. Nee, ich bin Meister im Sterben, ja. Das kann ich gut. Vielleicht werde ich auch mal meisterlich im Zeichnen, ne? Aber das dauert, glaube ich, noch. Wir hätten ihn fragen müssen, wie lange er weg ist. Ja, mach ruhig. Ich guck mir das an. Ja, und gerade geht's ja auch. Jetzt warten wir ja kurz. So viele online. Gucken wir mal, was hier so abgeht. So viele Sachen. Aber so, die erstmal hinterherkommen hier, wem wer was irgendwie geantwortet hat auf was. Ja, das ist ein bisschen unübersichtlich irgendwie, ne? Es geht, man muss aber hinterherkommen. Also nur vorbereiten fürs D&D. Macht er wohl dann am Wochenende. Sag mal, wohnt er im 6. Stock oder was? Deswegen meinte ich ja, wir hätten ihn fragen sollen, wie lange er weg ist. Wir hätten vielleicht einen Timer starten können. Dann hätten wir sehen können, und ob wie lange er braucht. Um dann zu berechnen, in welchem Stockwerk er wohnt. Plus, minus. Ja, das kann ich auch nicht. Ich kann 1 plus 1 ist 2. Das kriegt man. Du hast die guten Ideen. Umsetzen muss wer anders. Ja. Da musst du ja auch noch bestimmen, wie lange er für was auch immer noch er da unten noch so treibt braucht und so.
bin kein Schlüssel Sheldon. suchen. Kann's nicht. So, wieder da. Bebe. Hallo. Halb am Sterben. Ach, das sieht ja Match süß aus. gefunden. Bilder. No, du kriegst halt das Set nicht. Vergiss es. Finden, ich gehöre zum alten Eisen. Wir werden ihr blaues Wunder erleben. Für die Feuerhexe, oh Gott. Da muss ich auch irgendwann. Eine Feuerhexe? Aha. Das ist wahrscheinlich ähnlich für einen Schade. Nee, er spielt da. Ich weiß. Er will unbedingt einen Feuerhelden ausstatten, weil er kein Feuer hat oder so. Okay, ich glaube, ich nehme noch irgendwas Aggressives. Wen hatten wir da nicht? Komm, wir trollen. Wollen wir trollen oder wollen wir Bomben schmeißen? Bomben schmeißen, trollen? Oder heilen? Ach komm, wir machen nochmal. Die gingen da gerade ganz gut. Du schmeißt die Granaten auf uns? In CSGO geht das. Oder CS2. Erstmal die eigenen Teammates mit der Brandgranate abgeworfen. Naja, mit der Race kannst du das ja. Ich habe auch aus Versehen mal eingekillt. Da ist die Bombe an der Wand hängen geblieben. Ich habe es quasi nicht ganz richtig im Kopf mir ausgemalt. Oh, cute. Voll süß gezeichnet. Jetzt hast du die Bilder gesehen. Ja. Oh, die zeige ich, wenn ich darf, zeige ich sie nachher, wenn wir selber atmen. Weil dann bin ich eh auf dem... Habe ich die richtigen Einstellungen, um das kurz zu zeigen. Jetzt bei Velo müsste ich wieder ewig Zähne wechseln. Ewig Szene wechseln. Ja. Dann müsste ich wieder dahin schalten, hierhin. Ja, ich bin faul. Lass Allein, dass du Szene wechseln musst, ist schon ja. krass. Ich hab nicht mal Szenen, die ich wechsel. Ja, bei dir ist alles anders, ne? Ja, Also, aber wirklich. Wenn OBS ziehen würde, ist es ein bisschen messy, würde ich sagen. Wenn du mein OBS siehst, dann weißt du, was Messi ist. Allein die Quellen sind so richtig messy. Die Szenen sind okay. Die sind Also, ungelogen, ich habe tatsächlich eine Szene, die heißt Be Right Back. Aber ich benutze sie nicht. Ich habe Start, Chat, Zeichnen, Zocken, Pause und Ende. Also. Das Wichtigste. Was sind wir denn? Terroristen. Dann reine Schiffsbike hinterher. Wir sind keine Terroristen, wir sind Attackers. Falsches Spiel. Ich spiele das Spiel wie Counter-Strike. Ich benutze ja nicht mal alle Fähigkeiten von den Viechern. Wow. 0, wow, was ein Statement. Einfach nur wow. Ja, die Katze schreibt schon wieder. Die liegt einfach mal mitten auf seinem Platz. Du musst halt einfach mal sagen, wer die Locken anhat. Er ist ja hingeflogen. Alter. Einer bei A. Ich bin so tot. Man kann ihn mir abschießen. Letzter lebender Verbündeter. Hat der das jetzt gewusst, dass ich da stehe? Hobby, jetzt hör doch mal auf, den Text zu spammen, sonst kriegt Schatzi ein Timeout. Ja, du kriegst den. Die Katze hat keinen Account. Du willst deinen Ehehasen austimen? Ja, ich time den aus. Hat er schon durch. Ah, frech wurde. Hey, Sova, die Eule ist ziemlich cool. Aber ein paar Oh, das hört sich alles so böse an. Der kommt dann auf die stille Treppe. Auf den stillen Balkon. Da kann er da bleiben die Nacht. Was macht unser Random da andauernde Form mit dem Spike? Ich weiß nicht, aber B ist auch nicht besser. Na cool, immerhin etwas. Es kann doch nicht immer 5-0 sein. Und zack, wieder
Ah. Oh, Fug. Sie rotieren auf jeden Fall. Wer hat dich denn ausgebildet? Ein Gegner übrig. Unser Träger wurde erledigt. Spike in A. Spike. Oh, geh weg, geh weg, weg, weg. Mich durch. Okay, das ist Ray. Jetzt muss Oh, fuck my life. Einer ist im Tunnel. Tunnel-Rats. Ja. Das ist ein Gegnerteam geschrieben. einmal kurz leise. Weil der geht nämlich jetzt auf A. War nicht der erste Timer bei ihr. Ich bin da und wir sind Interessant, was ihr für so eine. Was ihr da für eine Beziehung pflegt. Noch 30 Sekunden. Meine Ult ist bereit. War noch ganz entspannt. Ich bin da wieder rotiert. Scheiße. Schade. So ein Drecksmist. Wir sind Valorant. Ja. Wir sind Kämpfer. Aber hey, ich habe 2 Kills gemacht. I'm proud. Für die zweite Runde bin ich proud schon. Ja, hier sind so 3 Leute, die gar nichts können. Das stimmt. Nennt sich Senpai, kann aber nichts. Der andere ist sowieso ein Russe. Was hast du gegen Russen? Ich bin kein Russe. Oh, du hast ein Pokémon gefangen. Wow. Hoch mit dir. Spike fallen gelassen. Decke Gebiet auf. Ich habe den Hab Spike. sie gefunden. Nice. Alter, dieser Russe, der wieder vor mir rennt. Kam jetzt von allen Seiten gerade. Ja, weil die dumm sind, weil die einfach dumm spielen. Der rennt mit voller Karache vor mir. Und ist klar, dass ich dann... Letzter lebender Verbündeter. Ah. Spike in A. Ach, komm schon. Ja. Warum konnte die dann jetzt von 2 Seiten die... Beide das Game jetzt vergessen können. Letzte Runde vor dem Wechsel. Zeit, die Sparschweine zu schlachten. Ei. Oh. USB. Gibt es hier keine Funktion, damit man behindernde Spieler kicken kann? Nein. Gibt's. Alter, renn mir nicht hinterher. Du Arsch. Geh mir nicht auf den Sack. Meine Ult ist bereit. Spike-Träger wurde eliminiert. Ja, wo ist denn der Rest hier? Kanada. Und der Rest fängt die... Was war denn das jetzt für ein Header? Ja, da standen 2 Leute oder 3 da oben. Letzter lebender Verbündeter. Und irgendwie im erwischt? Tunnel. Ja, der ist auch dumm. Wo ist die Funktion zum Aufgeben? Oh, es gibt wirklich eine Funktion zum Aufgeben. Immerhin daran haben sie gedacht. Vor allem, wie lange will er denn da noch stehen? Sie ist auf dem Spot. Okay, sie ist doch nicht auf dem Spot. Aber nur weil sie weiß, dass er nichts kann. Seitenwechsel. Wir regen uns nicht auf. Wir regen uns nicht auf. Alles klar. Nö. Wir sind voll gechillt und so. Ich hätte gerne mal einen Kill. Valorant zählt nicht als Spiel für Erwachsene? Scheiße, da kann ich ja nicht mal semi-gut fluchen. Was sind wir denn Schönes? Ah, Counter-Terroristen. Du sollst ja auch nicht fluchen. Bringt ja auch nichts. Fluchen bringt immer was. Oh, nö, nicht wirklich. Luft anhalten bringt was. Ja.
Gehirnschaden zum Beispiel. Nein. Ja, er geht mir so auf den Sack. Gehst du jetzt runter oder bleibt da oben? Ne? Mitte auf jeden Fall. Mitte Alter, zu ey, B. woher? Woher wusste sie das? In B. Sehr suspekt. Gegner bei B gesichtet. Oh fuck, mein Life von hinten. Spike platziert. Gegner bei B. Letzter lebender Verbündeter. Ein Gegner übrig. 4 tot. Meine Ult ist bereit. Sie werden sich beugen. Alter. Ulti? Kann es sein? Nice. Und da ist. Oh. Hör auf mit dieser Scheiße! Ich schaff's nicht mehr. Weil ich aus Versehen reflexartig das Ding geknüpft habe. Aber ich habe meine Ace. Angreifer gewinnen. Mal wieder. Immerhin war. Mal wieder ein Ace. Kann ich gut. Ja. Drei 5-0. Besser als 1-5-0. Dieser Russe. Ach, schön. Wie sagt man so schön? Immer das Positive sehen. Hallo Amy. Na, hast du Feierabend? Hallo. Hallo. Kommen Sie rein, entspannen Sie. Erzählen Sie, wie Ihr Tag war. Sebastian, hallo. Du schaffst es ja doch noch. Nochmal hallo. Ist dein Patenkind denn jetzt schon weg? Gefunden. Oder zeigst du ihm gleich, wie das Business hier funktioniert? Erstmal die harten Fakten auspacken. Finden, ich gehöre zum alten Eisen. Die werden ihr blaues Wunder erleben. Worum Ach, gehst du eigentlich so? Du wurdest ein... wir haben den lustigen Freund schon wieder. Hä? Welcher lustige Freund? Der lustige Random gerade eben. Ach nö. Können wir den... Nö. Nö, können wir bitte... Alter, wir haben extra gewartet, ne? Bis der vielleicht in der Lobby ist. Du hast gewartet? Ja. Ich überlege, was ich für blöde Scheiße spiele. Charmbar. Nein. Nicht ganz so blöd. Ja, kann man, aber dann hat man eine Sperre. Wir sind gleich 4. Wir sind gleich 4. Auch wenn Dann er kriegen nie wir mit richtig uns aufs reden kann. Maul. Ja, nee, er zeigt uns dann, wie es richtig geht. Ja. Und dann haben wir ein Vierer-Team beim Gegner. Schade aber auch. Mein bescheidener Freund, der ist natürlich nicht online gerade. Sonst hätte ich den nämlich auch noch gefragt. Aber dann kriegen wir auch ein Vollteam als Gegnerteam, ist auch kacke. Na, Das ist genauso klar. wir haben doch relativ gut zusammen aufgeräumt in der Fünferrunde. Manchmal. Manchmal, hallo, bisschen optimistischer sehen. Was? Optimus Prime?
Nein, nicht Opti-Dings. Optimus Prime. Opti-Ding. Schön. Diesmal nicht Ding. Heute war es bis jetzt nur einmal Ding. Aber jetzt hast du doch schon zweimal Ding gesagt, innerhalb von kurzer Zeit. Ding, 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 dong. Doof, oder wie war das? Ding, 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 dong. Warst du zu lang in der Sonne? Nee, heute gar nicht. Ich trau mich nicht raus wegen der Spinne, die da jetzt wohnt. Okay. Ja, haben wir doch das Kein Spinnenproblem. Balkon mehr dieses Jahr. Nee, da die Katzen mal draußen. Vielleicht haben sie die auch wieder mit eingebracht, ich weiß es nicht. Bestimmt. Vielleicht haben die Katzen die Spinne auch gegessen. Nee, die haben selber Buckel gemacht. Das war ihnen schon wieder zu groß, das Vieh. Oh, schön. Das macht's aber für mich nicht besser. Ich finde sie immer. Amy, hast du gesehen? Ich habe Hikaris Bild fertig bekommen. Ich hätte vor ein paar Tagen Ich aber habe auch das so heute schön Morgen noch schnell Weberknecht. beendet. Wenn es mal ein Weberknecht wäre. Das ist war auch fein. Der setzt sich in der Ecke und dann chillt er seine Base. Aber das war Ja, so eine Killerkampfspinne. Die gute Killerkampfspinne. Na, entweder bei Hikari auf dem Server oder bei uns auf dem Server. Boah, ey, du bist auf meinem Discord, Madame. Das blinkt sogar fettrot. Können wir ist hier doch sie noch bitte gar mal nicht bonken? richtig da. Ja, ich bonk die irgendwann mal. So ein richtig fettes Bonk. Gleich am Stress. Ich habe das ja auch gemacht, als alle noch nicht da waren, weil ich das im Off gemacht habe. Du Genuss du. Alles ruhig. Spike in B. B sehe ich Leichen. Ich hab das ja gestern Abend quasi schon fast fertig gehabt. Ja, die steppen hier rum. Einer kommt Richtung A. Ist in der Mitte. Ja, wo ist der Sepp? Mitte, die rotieren. Ja, die rotieren. Ja, ja. Die sind auf A. Ein Gegner übrig. Spike platziert. Komm, flieg um Deck. Werd langsam mit der Waffe. Hallo, ich bin der Sengi, ich bin auch dabei. Tschüss. Hi. Einfach stehen hier lassen. Ja, so mache ich das. Einfach. Hallo, ich bin der Sengi, ich bin auch dabei. Tschüss. Ausgeladen. Einmal weggelaufen. Eiskalt ausgeladen bist du geworden. Welche Waffe meinst du? Hm? Sheriff. Habe ich gerade. Sheriff. Pistole und so. Tengi, du musst dich bewegen. Ja, du doch auch. Ja. Wir müssen uns beide bewegen. Oh, gehen wir da wohin, wa? Spike platziert. Nein, von hinten, von vorne, von allen Seiten. Ich hatte einen Gangbang. Von hinten? Ja, bis gleich, Emmy. Ein Gegner übrig. Wollt ihr mich verarschen? Oh mein Gott. Reicht, easy. Easy. Genau. Genau, erstmal das ganze Magazin in die Bombe stecken. Raus damit. Einfach voll rein. Alles raus damit, was keine Miete zahlt. Hei. Weißt du, ich sehe mal einen Gegner oder krieg einen Kill.
Ich bin nur einmal gestorben, weil ich einen Gegner gesehen habe, aber nicht getroffen habe. Also ging's mir doch eben auch. Ich habe da auch nichts gesehen. Nichts gefunden. Echt? Ja, ich habe 0 Kills gemacht eben. Oh. Kommt wieder B. Was ist eine Mauer? In der Mitte ist nix. Spike in B. Ja, vor B. Shit. Wo kam der jetzt her? Von hinten. Der war hinten. Von hinten. Ja, sag ich doch hinten. Weil von deinem anderen Winkel konnte er dich gerade nicht abschießen. Wow. Letzte Runde in dieser Hälfte. Letzte Runde in dieser Hälfte. Geholfen zu wissen, wo er ist. Siehst du? War nicht umsonst. Ich habe einen Kill gemacht, ich bin besser als unser Russe. Das ist das Sehr gut. Oh, Sebastian, du hast voll das Pokémon vergessen. Vorhin war ein Pikachu da. Das kann vielleicht nicht viel, aber es ist cool. Wow. Mitte. Wer ist Okay. der Nächste? Nee. Klappe zu, Affe tot. Okay, da kommt die Ulti an. Hier ist einer. Und der Rest steht vor B. Spike platziert. Zeit für einen Sprung. Nee, da darfst du nicht so reinrennen. Ende und aus. Hm. Das sind... Verbündeter. Stehen die da beide in der Mitte? So, jetzt die Zeit zurückdrehen. Versuch versagt. Ja. Seitenwechsel. Was? Ich habe gerade die meisten Kills, was? Grinst er nicht mehr so dumm. Ja, um einen, weil ich gerade keinen gesehen habe. Nice, jetzt bin ich sogar um einen halben Kill besser als der Russe. Aber nur einen halben. Da geht noch mehr. Ja, da müsste ich Skill haben für. Dann fang an damit. Ach, solange ich im Scoreboard am Ende besser stehe als der Russe, ist mir das egal. Ich muss was in die Luft jagen. Bloß nicht letzter, ne? Ach, das war schon wieder der Köder. Kein Verstecken. Ich schaue jedes Mal drauf Rückfall auf diesen Drecksköder. Ah, ist Gecko. Der wird jetzt verschieben. Ja, ja, hinter euch kommt. Ey, ich treffe nicht. Ich treffe nicht! Ja, die Zwei wollten von mich alles hinten. nachmachen. Na, ist der falsche, ist der falsche. Oh, nee, ist nicht. Lol, wie läuft der denn? Spike in B. Ein Gegner übrig. Lol. Jo! Good job. What the hell? Woher Ahnung, auf einmal? Wo hat er den Skill auf einmal hergenommen? Naja, 3 von 4 haben ihn dir nicht mal angeguckt, ne? Also da braucht man keinen Skill, sondern einfach nur schießen. So wie ich in der einen Runde, wo ich die 4 gemacht habe. Ich stand Ja. auch nur an der richtigen Stelle. How did I do that? Wie habe ich das gemacht? Geil. Wo kam das her?
Schön. Echo ist auf jeden Fall wieder on. Gegner bei B gesichtet. Oh, 3 Leute A. Wow. Und 3 Leute gucken mich an. Ungünstig. Unser Tanker wurde erledigt. Spike in B. Alter. Oh, fuck, man. Letzter lebender Verbündeter. Was macht denn der Random da? Na, dasselbe wie eben. Verstecken und hoffen, dass die dumm sind. Wieder in der gleichen Ecke verstecken. Und es geht. Klappt sogar. Und es funktioniert sogar fast. Da merkst du aber, dass die Gegner auch nicht so schlau sind. Boah. Nicht von derselben Ecke einfach abgeschlossen. Alter, ich hock mich jetzt auch gleich in die Ecke und tu einfach so, als ob ich ein Bot wäre. Nein. Alle in die Ecke. Nein. Egal, ich habe 5 Kills, damit bin ich definitiv besser als der Russe. Ja, wie oft willst du das denn jetzt noch sagen? Entschuldigung. Sie gehören mir. Ich gehe jetzt nicht wieder mit A. Gecko, ist jetzt mal Archi. Also. Jetzt geht die Party ab. Ladung raus. Ach, dieser Drecksköder. Diesmal Oh, da steht da noch in der einer. Ecke. Diesmal standen die Gegner in der Ecke. Ja, richtig. Oh, 2 Mitte noch. Gecko und Phoenix. Ja gut, das hängt jetzt an unserem Random und dem Ding. Letzter lebender Verbündeter. Es ist dumm, wenn 2 Leute auf denselben schießen. Bloß nicht anecken, ne? Oh. Eieiei. Ich glaube, ich brauche Schoki. Das tut so weh, das so Match gerade. Aber das Gute ist, so ein Match gibt Punkte. Ja. Warum gehen wir eigentlich immer B? Die holen uns jedes Mal. Huch. Ja, weil die Bombe bis. Es sei denn, wir überraschen die über A kaputt. Ja, nee. Ja, nee, richtig. Jetzt sitzt mit das Sniper in der Mitte. Ja, bei der Waffe? Logisch. Bei A kommt gar nichts. Wir bewegen uns hier wieder keinen Zentimeter vorwärts. Hm? Und bei A ist nichts. Zumindest. Ja, das wissen die anderen nicht. Auf die Jagd. Ich finde euch. Einer markiert. Granate! Du hast gut gekämpft. Ein Gegner übrig. Es ist nur noch die Dings. Ich guck, wo er ist. Platziert. Da. Ja, gut. Letzter lebender Verbündeter. Ey, sie ist nicht um die Ecke geflogen. Ja. Versteck dich. Der hat die stärkere Waffe. Oh mein Gott, ich kann nicht hingucken. Angreifer gewinnen. Okay, Zeit für Kaffee. Ich zahle. Ja, egal. Also, war doof. Das sollte ja auch eigentlich wohl. Warum haben eigentlich alle bei mir diesen Omen-Banner drin? Ist ja schlimm. Ja. Eieiei, wir kriegen so aufs Maul. Ach, warum? Wir 4 sind. Ja. Noch geht's. Die Challenge ist abgeschlossen. Die ist durch. Wir spielen gerade, was wir wollen. Weil du müde bist, spielen wir das.
Ja, außerdem zu viert können wir ja keine kompetitiv spielen. Nicht? Wie, wir können zu viert kein kompetitiv spielen? Zu viert kannst du kein kompetitiv spielen. Dann Was kannst du denn? zu 3 oder zu 5 oder zu 1 oder 2. Zu viert geht Ja, aber wird der 5. Slot dann nicht aufgefüllt? Hä? Ist das nicht wie bei der Swift Blaze dann? Ne. Ne? Ne. Ne. Sie hat einfach keinen Bock auf Ranked Games gerade. Die verarscht uns. In TQ darfst du das nicht. Ich glaube hier auch. Hä? Okay. Was, die Slots werden echt nicht aufgefüllt bei Ranked Games? Was ist denn das für ein Scheiß? Entweder du spielst zu dritt und kriegst zwei Randoms oder du spielst zu 5. Oder halt noch weniger. Das ist ja dumm. Ja. Also, wann Frühstack Ranked Games? Wann? Nie. Wenn ich alleine spiele mit ganz vielen Randoms, damit ich nach einem Spiel schon keinen Bock mehr habe. Oh, ich wollte gerade sagen, ich will zugucken. Dir will ich zugucken. Oh, es war mir klar, dass du bei sowas so gucken. Ja. Lernen. Wie kurz deine Zündschnur ist, bis du ausrastest. Heute, glaube ich, kürzer als an anderen Tagen. Heute ganz kurz. Ah. Aua. Gut, dass ich Geld habe. Was? Gerade festgestellt, ich habe keine normalen Pokébälle. Boah, ich habe Thank you for your perfekt im Angriff ein follow. Pikachu. Danke für dein Follow. Boah. Das glitzert sogar. Lasst sie nur kommen. Ihr Eifer ist Verteidigung schlecht, der Rest, naja. Oh. Hm? Okay. Defenders. Wo die Fandom war denn hin? Weiß nicht, wollen wir alle auf einen Punkt gehen? Ja, alle Weinspot macht ja gar keinen Sinn. Genau, deswegen. Ah, das wird A. VB ist nix. Ah, 2, 3 auf A mindestens. 2 oben, 3 oben. Oh, Spike Hammer. Spike down, ey. Mist. Ich weiß nicht wohin, links, rechts und welche. Was macht es? Ach, die Jet ist auch angekommen. Hä? Was tut es? Die läuft aber komisch. Ja. Was hat die für ein Ping? 300er. Letzter lebender Oh mein Gott. Verbündeter. Die hat einen Tausender-Ping gehabt. Ja, sicher. 1174. Alter, Wo kommt die denn her? Das- Gran das- Canaria oder was? dass das überhaupt möglich ist. Wow, und sowas kriegt wir wieder im Team, ey. Ist so. Und die ist wieder bei uns, ja. Ach, das wird doch schön. 1800. Wird ja immer besser mit dem Ping. 2200. 260. Da geht noch was. Da geht doch, komm, mach die 3000 voll. Vor allem der blinkt bei mir mittlerweile, wenn er so hoch ist. Oh mein Gott. 2700. Ach du Scheiße. Oh, jetzt ist er runtergegangen. Oh, der geht wieder hoch. Ist schade aber auch.
Und tschüss. Mindestens eins so far. Ja. Mitte. Pass auf. West. 2 noch auf A. Unten. Verdammte Dreckscheiße. Oh. Ich hab nicht geflucht oder so. Spike in Mitte. Was ist denn ein Drowsy? Ich kenne die englischen Namen nicht. Nee, auch nicht. Deswegen habe ich mal Fucke Wikian. Ach, das ist ein Traumato. Okay. Hätte ich vom Namen nicht abgeleitet. Naja, weil du die englischen Begriffe dafür wissen musst. Was ist denn jetzt mit unserem disconnecteden Random da? Wird der von einem Bot übernommen? Nein. Jetzt aber nicht, der bleibt da stehen einfach als Deko. Ja. Oh, ich liebe das Wird er Spiel. nicht mehr angezeigt. Oh, schön. Natürlich, was hast du denn gedacht, wie das Spiel hier funktioniert? Dass sie was Vernünftiges reinprogrammiert haben, wie in Counter-Strike. Das ist kein auch nicht... Counter-Strike. Nee, und ich bin froh drum. Alter, die Bots machen teilweise bessere Arbeit als irgendwelche Randoms. Hier wurde die Sicht genommen. Danke dafür. Ach, die sind schon durch. Warum guckt denn keiner rechts? Wer ist denn von rechts einfach nach links weggelaufen? Ja, so wird das nix, Leute. Nee. Spike platziert. GG, Sengi hat einen Shiny, verdammten Dreck! Lebender Verbündeter. Sengi hat einen Shiny! What the hell? Hallo Kasachstan. Der ist lila. Ja, Ja, jetzt die ist sind die gelb. jetzt ist die Frage, bringt das Shiny mehr? Wusste ich mal, dass es Shinies gibt, aber GZ, dann hast du was Rares. Die würde ich gut wegpacken. Shinies gibt's. Wie geht es dir, Kasakusan? Hallo. Wir kriegen hier heute ganz schön auf die Mütze. Schon wieder kein Kill bisher. Ah, wieder. Oh, fuck. Ah, unten Mitte. Spike in Mitte. Oh, die Jet geht mir so auf den Sack. Die holt mich jede Drecksrunde. Willst du mich jetzt verarschen, oder? Ja, viel Spaß. Hinter dir, ne? Ja, ich habe ihn rumsteppen gehört. Aber nicht lokalisieren können von wo. Okay, das ist, können wir jetzt eigentlich schon lassen, weil... Nö. Wir könnten ja auf die warten hier. Decken alle Ecken ab und dann kommen die zu uns. Meinst du? Ich glaube, das ist effektiver. Wie wär's mal mit gutes Gameplay von uns allen? Ja, es ist... Sengi. Ne, ich laufe um die Ecke, bin tot. Was will ich da machen? Nicht um die Ecke laufen. Nicht um die Ecke laufen, ja. Okay, immer geradeaus jetzt. Immer geradeaus. Wow. Bei A kommt was? Naja, weil wir hier schon Krach machen auf B. Oben. Der hat sich gerade selber gebritzelt. Von hinten kommt noch was von der Mitte. Oh. On Spot. Wie auch immer, Wow. aber wir haben eine Runde. Guck mal, wir holen auf. Ja, das wird's jetzt. Wir gewinnen das jetzt. Einfach nur dran glauben. Ihr seid schon wieder zu viel Optimus Prime.
Ich möchte auch mitmachen. Oh Gott. Das klingt wie der Evoli-Sound bei Emi, wenn er übersteuert. Der war böse, aber es ist... Oh Mann. Messer eingesetzt. Oben. On-Spot. What the hell? Oh, meine Bombe fliegt noch. Ich glaube nicht, dass sie wen trifft. Good job, Sebastian. Einfach abgelenkt. Ich müsste repariert werden. Ult ist bereit. Okay, Race. Ich demotiviere nicht. Ich habe sie abgegradet zu Optimus Prime. Demotiviert sie nicht, wenn sie versuchen, dich zu motivieren. Nein, sie sind einfach meine 3 Optimus Prime. In Rot, in Gelb und in Blau. Na dann. Ah, Seitdem die ganz weg ist, spielen wir besser, ne? ja. Die war ja auch eigentlich nicht anwesend. Ein Ziel unterdrückt. Oh, kommt. Bitte kommt was, ja. Mhm. Zwei. Ja, einen hast du. Oh. Ein Gegner übrig. Na, sie ist hier bei mir, ihr könnt planten. Platziert. Unterdrücke. Einer sollte hinten gucken. Da. Einer oben drauf und der andere guckt von unten. Dann kann sie sich nicht entscheiden, wen sie anschieben. Wow. Der wollte halt den Kill haben. Ja. Hat dich geflasht damit. Einfach so gnadenlos weggeflasht worden. Oh. Schön. So viel Geld. Guck mal. Bitte doch. Guck mal, wir holen echt auf. Jetzt hast du es gejinxt. So, und du auch. Jetzt Ja, verlieren Mann. wir die Runde. Nein, wir haben ja Sebastian, den Carry Gott dabei. Ey, ich habe genauso viel wie er. Lauf, kleiner Knallkopf. Unterdrücke. Abschluss bestätigt. Ladung raus. Granate los. Platziert. Wenn du Mitte hinten tot bist, sag mal Bescheid. Ich umdrehe. Bin tot. Aus dem Weg. In der Mitte. Jetzt geht die Party ab. Oben. Und hinten. Von Letzter lebender Verbündeter. Counter-Seite. Na, schade. Ihr habt's gejinxt. Schade. Nein, wir waren nur optimistisch. Oder? Ja, doch. Verteidiger gewinnen. Aber gut aufgeholt. Ja. Ich hab noch gut Punkte. Ja. Also, das war hart. Ja, wir hätten eine gute Jet gebraucht und keine dumme. Tja. Mhm. Aber 2000er Ping. Oh, ein Level up. Das habe ich tatsächlich lange nicht mehr gesehen, so einen schönen hohen Ping. Ja, da fragst du dich, warum spielen sie? Also an mir liegt's nicht. Ich hab 3-mal Team EMP heute schon. Nee, 4-mal sogar schon.
Ja, einfach nicht spielen, wenn man kein gescheites Dingens hat. Jetzt wird's besser, glaube ich. Wo ist denn Optimismus her? Na, von euch Optimus Primes. Hm? Okay. Nee. Ja, ich hab's probiert. Dann hat sie keine gute Überzeugungskunst gehabt. Nee. Heute nicht, nee. Match gefunden. Match gefunden. Ihr habt den Match gefunden? Was ist dieses Matsch? Kann man das essen? Du kannst es versuchen. Hallo. Hallo Nami! Wie geht es dir? Guck mal, schon wieder eine Jet. Aber nicht die gleiche. Lotus. Aber wenn es nicht geregnet hat, wie kann es da Matsch sein? No. Was? Du nimmst einfach einen Gartenschlauch. Geht auch. Vielleicht. Was hast du denn nachts gemacht, wenn du so schlecht geschlafen hast? Doof geträumt oder was? Oder konntest du nicht einpennen? Ja, hier ist noch SARS anscheinend. Wir merken noch nichts, dass hier irgendwas kommt. Ist ja auch keine Wolke. Ich sehe nur das rote Ausrufezeichen hier bei mir. Temperaturabfall. 9 Grad kälter morgen. Wow. Ja. 17 Grad ist aber auch fein. Ist okay. Ja, das ist für mich die perfekte Temperatur quasi. Ja. Kann man Das ist immer auch noch nicht so raus? heiß. Guck mal, jetzt sind es 3 Omens. Ja. Ich sag ja. Irgendwie haben sie alle das mit dem Bild. Ist ja auch nicht schlecht. Ist so. Oh, das ist ja jetzt, wenn du ständig wach wirst. Oh mein Gott. Ich hatte aber auch mal so eine Nacht. Guckst du auf die Uhr, 2 Uhr. Guckst du nächstes Mal auf die Uhr, 2:30. Nächstes Mal auf die Uhr, was mit 4. Ja, ich freue mich schon auf den Sommer. In Stockholm. Bam, 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 bam. Irgendwer wohnt aber ganz weit weg von Stockholm. Dauert schon wieder. Gar nicht so Wir weit. zum Beispiel. Ja, wie war das letztens? Stockholm ist doch weit weg, das ist doch neben Russland, oder wie war das irgendwie? Da war doch Ich weiß nicht, was du meinst. Ich schon. Warum hat das eigentlich keiner getaggt? Weil die Leute nett sind zu mir. Ich kann es auch nachtragen. Und dafür müsstest du es erst. Nee, dazu hättest du einen Clip erstellen müssen und. Ich muss nur gucken, welches Video das war. Ja, ich weiß, dass wir da auf jeden Fall zu dritt zusammengespielt haben. Die haben eine Sky dabei. Ich mochte Zoos noch nie. So, ich habe gehört, wir gewinnen jetzt. Das wäre cool. Guck, ich kann dir direkt in den Nacken schießen. Cool. Lade nach. Ich spiele mal, was ich nicht kann. So. Damit ich. Spielen mit einer Waffe, die ich nicht kann. Ja, sag ich ja. Wird gut. Ja. Wird gut. Aber wenn man es nicht spielt, dann lernt man es ja auch nicht. Ja, die ist halt close, ne?
Wieder ver. Ah, shit. Ich bin tot, aber beide halb tot. Shit. Kein Stress, ich geht's irgendwie an. Wie, nicht geschossen? Spike platziert. Blockiere die Sicht. Gucken wir, wie Sebastian das macht. Letzter lebender Was war gerade mit Sebastian los? Der hat auch einen kleinen Leckerner sein. Das Der war ist so gegen mit die Wand. Oder er hat so getan, als ob er das Random Vieh ist. Also sein Klon. Die Chat hat aber auch einen guten Tod gehabt. Unterhaltsam. Okay. Ich hab nicht hingeguckt. Keiner. Ah, sieht clean aus. Alter. Ah, die hier hinten haben sie zugemacht. C. Spike platziert. Nicht dafür die Waffe. Also Phoenix hat entweder Heilungszeug raus. Oh. Oh. Keiner hat das Pokémon gefangen. Wir wollten eine gute Runde machen, oder? Ja, eigentlich ja. Ich weiß ja nicht, was ihr macht. Was machst du? Oh mein Gott, Kasakusan! Danke für die geschenkten 5 Subs! What the hell? Es geht hier schon wieder ab. Oh, da waren Sapantieren dabei. Ja, den Rest, den Rest kenne ich nicht. Der hat noch nie Hallo gesagt. Dankeschön. Oh mein Gott. Ja, schon wieder C. Alter, kann der scheiß Renne mal aufhören rumzusteppen hier. Aber diesmal ist auf. Spike platziert. Hier ist zu. Decke Gebiet auf. Sehe halt nix. Hinten, links. Hinten. Ach, da oben. Wo? Na, die stand in der Ecke. Gleich Irgendwo in der Ecke haben sie sich verkämmt. Der eine war halt an der Bombe. Haut alles raus. Danach ist es eh weg. Ey, ja. Die ganze Zeit, wo ich von A rüber zu C gesneakt bin, habe ich nichts gehört an Steps, weil unser scheiß Random die ganze Zeit am rumsteppen ist wie so ein Ja, Bekloppter. aber die haben euch gehört. Die wussten, dass ihr kommt. Ja, ist auch kein Wunder, wenn ich den Random an meinem Arsch kleben hab. Und der rumsteppt wie der letzte. Nehmt mindestens einen von denen mit. Nein, schön ruhig bleiben. Klappe zu, Affe tot. Oh, A. Oh, ganz viel auf A. Pull, ey. Ich erledige das. Hier. Aus dem Weg. Ich bin zurück. Spike platziert. Ach, das ist doof, wenn die zwei dir gleich ins Gesicht gucken. Letzter lebender Verbündeter.
Heute ist es, heute ist irgendwie, ich weiß nicht. Gestern war schlimmer. Matchpunkt. Ja, gestern habe ich auch ganz schön wieder ausgemacht. Da ich noch DBD ja gespielt. Aber das Witzige war, wo du weg warst, lief's bei mir. Ja. Vielleicht müssen wir dich jetzt wieder alleine lassen oder so. Nein. Nein. Bist du sicher? Ja, das ist lustig so. Attackers, wo gehen wir hin? Ich weiß nicht. Er ist disconnected. Cool. Unsere Chat ist weg. Ich habe da so ein Déjà-vu, ich weiß mal auch nicht. Sie mag nicht mehr. Weißt du, und dann müsste es jetzt eine Woche Bann geben. Warum kriegt sie doch Autosperre? Da kann sie die eine Runde ja auch noch verkacken. Ich verstecke mich einfach hinter ihr. Kommt scheinbar keiner von hinten. Da kommt einer. Die AFK-Lerin ist gestorben. Spike in C. Ja. Okay, entweder hinten in Ecke. Pass auf, rechts. Letzter lebender Verbündeter. Ja, rechts. Mit direktem Blick. Ich habe den Spike aufgenommen. Noch 30 Sekunden. Viel Spaß im Vlog. 18. Alles gut. Noch 10 Sekunden. Ei. Ja, bis 4 Sekunden Zeit. Ja. Spike platziert. Ei. Geil. Ah, der war gut. Das war ein nicer Shot. Ja. Sie konnte ja nur da kommen. Gut, dass die gesteppt hat. Macht's mir So, einfacher. und jetzt holen wir wieder auf 3 auf. Und verlieren es dann. Also so wie gerade eben quasi. Ja. Ich fand das ganz gut. Ich glaube, die hat sich eben auch ein bisschen erschreckt. Ja, stell dir mal vor. Du kommst um die Ecke oder mal so bam. Es geht ja schon los. Ja. Ich hab's gerade nicht gecheckt. Hab dich. Letzter lebender Verbündeter. Ach, verdreckte Scheiße. Na, Sebastian muss wieder regeln. Spike platziert. Oder auch nicht. Aber wir haben heute mehr Loses als Wins. Ja, passiert halt. Ja. Kann ja nicht immer so schön sein. Ja, Sebastian, heute ist irgendwie der Wurm drin, schon von ganz Anfang an. Doch nicht. Team MVP, Team MVP. Was ist los? Was ist los? Ich möchte nächste Runde kein Team MVP sein. Diesmal seid ihr drin. Mau? Mau. Mau. Ja, die Katze hinter mir. Das Wort zum Donnerstag. Mau. Ist das ein Chinese? Mao? Nein, ein Vietnamese. Aber die heißen nicht so oft Mao.
Er starrt mich an. Boah. Starrt mich mit ganz großen Augen an. Was der wohl will. Vielleicht mitspielen oder so. Essen. Essen? Essen. Okay, dann essen. Das wäre natürlich schön, wenn die Katze sich einfach auf die Tastatur drauf schmeißen würde und einfach so ein... Willkommen, Rattenbase! Hallo, Raiders! Hallo, hallo! Na, wie war der Stream? Was habt ihr Schönes gemacht? Hi! Hallo. Da ist doch schon längst erledigt hier, der Shoutout. Macht er doch fein. Ich mein, ihr zwei. Na, was habt ihr gemacht? Erzähl. Bevor wir hier eine Runde starten. Na nice. Das habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo gelagert für vielleicht irgendwann mal zocken. Zum Verstauben in der Ecke, ja. Naja, verstauben auf dem PC, ja. In irgendeiner Bibliothek. Oh, in Steam, da verstaubt vieles. Oh ja, man spielt irgendwie trotzdem, man hat so viele Spiele, aber man spielt immer nur dieselben. Das ist voll schlimm. Und witzig sind halt die Spiele, die man in Steam hat und nie angefasst hat. Nein, Sebastian, hab ich nicht. Ich habe heute mal gezeichnet und dann bin ich in Honkai vor Dingsbums. Ja, wo bist du jetzt in Honkai? Gerade in der Unterstadt und habe heute Daily Quests und sowas freigeschaltet. Wow. Ja, also doch noch recht jung. Ja, ich bin noch recht jung. Also ich bin noch ein kleiner Pups in Honkai. Kleiner Nappel. Ja. Aber es waren ja alle mal klein. Wie, man muss grinden. Ich habe gedacht, einfach nur Story genießen in dem Spiel. Warum denn grinden? Weil du wahrscheinlich so wie in jedem Story-Game heutzutage erstmal deine Ausrüstung zusammengrinden musst. Ich will doch Story genießen. Ist doch in Genshin und Honkai nicht anders. Ja, okay, da bist du mehr mit anderen Sachen beschäftigt als mit der Story. Zumindest ein Genshin bei mir. Honkai geht noch. Honkai auch. Ja, da wart mal, bis du an deine erste Sperre kommst. An deine erste Levelsperre. Yay. Bis 20 Ja, kannst du erstmal leveln. Also mein Hauptteam, meine Lieblinge sind auf 30. Meine Paar. Oh, und wenn du nicht gelevel-capped bist, dann wirst du von den Bossen gecapped, weil du natürlich nicht, weil du zu faul warst, das Material zu farmen, um deine Figuren hochzuziehen. Und du darfst dann natürlich erstmal die nächsten 300 Stunden machen darfst, bevor du den Boss dann umgeklatscht kriegst. Ich wollte wissen, was das für Sorten sind. Aua, für Sorten. Ja, okay. Wenn du kein Därenschal machst, ja, wie in jedem Spiel mittlerweile, ne? Damals, als du einfach nur Story genossen hast und einfach durch die Story Sachen bekommen hast. Das war noch Zeit. Damals. Ja. Damals, als wir jung und knackig waren. Damals, als du wusstest, wenn dir das Spiel 600.000 Schuss Munition gibt, dass dann gleich ein Boss kommt. Ja, oder wenn die Arena auf einmal sich so komisch öffnet, ne? Mhm. Das ist ein großer leerer Platz. Ja. Oh, guck mal, du. Oh, guck mal, da kommt ein riesiger Platz und der ist total leer und da stehen aber ganz viel Zeug rum. Oh, guck mal, ein Heilpunkt. Oh, guck mal, Hinterhalt. Ja, ja. Bald kommt ja Ghost of Tsushima. Keiner. Ich hab den Namen schon gehört, ich habe gerade kein Bild vor Augen. Ist das nicht das Spiel mit den Samurai-Dingern da? Ich glaube schon. Ja, wahrscheinlich. Würde so passen vom Titel. Ich glaube, ich habe das auch irgendwo in einer meiner 3 Bibliotheken rumfliegen.
Oh, ganz schlimm ist immer, wenn dann die freien Spiele bei Epic kommen und du erstmal, ich nehm's erstmal mit. Da verstaubt auch so vieles. Also das einzige Spiel, was ich aus dem Epic Games Launcher gespielt habe, ist Satisfactory. Nee, war gelogen. Ich habe auch mal eine ganze Zeit lang Rocket League gespielt. Dafür war ich so dumm. Ich habe das zwar auch und habe das auch mal gespielt, aber ich bin zu dumm zum Fliegen. Ja, das kriege ich auch nicht hin. Hallo Robot! Da sneakt er sich einfach zum Pokefang rein. So, Keine was sind Ahnung, wir denn? Spinarak ist. Soll ich gucken? Wollt ihr wissen, was Spinarak ist? Spinarak ist die Spinne, so eine grüne, die dann zur Aridos, dieser roten großen Spinne wird. Hallo, hallo, hallo. Na? Wie geht's? Wie war euer schönes Sportfest? Ich habe ja die Bilder gesehen auf Fratzebucke. Ich glaube, auf einem Bild war, glaube ich, sogar Manu zu sehen mit der Kleen. Oh, ich will auch mit Sandmann gucken. Dürfen wir dann alle schlafen gehen? Es ist verdammt ruhig. Das ist vom letzten Jahr, dass sie heute reingestellt haben, gepostet haben. Ich sehe halt gar keinen mehr. Die sind durch, aber ich sehe halt nichts. Oh fuck! Spike down! Lol. Noch zwei? Also dann hast du doch noch Glück. Lade nach. Ach, von hinten kommt er. Ich war irritiert. Und dem. Ja, hat er gut gemacht. Er ist oben Spawn. War er. Ja, es wurde doch bei euch so groß angepriesen. Spike platziert. Ach so, Sebastian hört ja gar nichts mit, dann kann ich ja reden. Halt beide auf der Ecke, ja. Er ist bestimmt hinten im Kaputten. Wurde auch so groß angepriesen und so Scherz gemacht, dass es so schnell aufhauen jetzt auf gleich. Was macht der? Oh mein Gott. Lade nach. Jemand ist bei A. Mach doch den Spike. Diffuse doch, du... Oh. Oh. Immer dieser Random-Faktor. Wenn man zugucken muss, ist es so schlimm. Das tut so weh. Ihr habt alle voll gute Arbeit geleistet, Leute. Ja. Ganze Team 8 doch. Ich meine, man kann es ja auch machen, nur für die Großen und so, aber dann soll man das nicht so hypen, damit nicht die anderen das so groß, ne? Also nur in den Vorschulgruppen irgendwie hypen und nicht den für allen Kindern. Ist ja voll dumm dann. Weil die Kleinen freuen sich ja auch. Naja. Und sollen sie machen, wie sie wollen, ne? Macht den Phoenix fertig. Ja, oder man muss sagen, und muss es halt splitten, wenn es so viel ist. Dass man sagt, man macht. Oder man macht ein kleines Sportfest auf dem Gelände für die Kleinen oder so. Also so wären wir halt damals drauf gewesen. B. A, meinst du? B. Ah, nee. Ach ja. Wie geschmiert. Wow. Rauch im Anmarsch. Stehen wir hier zusammen. Gefährlich. Hab einen. Sie haben einen Draht gefunden. Ja, wo stehen die? Ah, die sind weg. Brand gelöscht. Die wollen Richtung A. Spike platziert. Meine Ult ist bereit. Na, rufe vorsichtig. Los, Nummer 2. Jemand ist bei A. Ein Gegner übrig. Da waren's nur noch 2. Meine Ult ist bereit.
Hi. Kam gerade noch rechtzeitig an. Sorry, dass ich den Spaß verderbe. Oh, ich habe nach dem ersten Gegner 26 HP gehabt und das habe ich jetzt den Rest durchziehen können. Ja, ich habe ihn zum Glück geschwärzt. Dann konnte er nicht mehr viel machen. Ja, ich hab bis zum Schluss nicht gewusst, wer der letzte war, den du umgeleckt hast. Ja, ich habe ihn gehört, aber ob ich dir jetzt sage, da vorne in der Ecke bringt dir halt auch nicht so viel, ne? Ja, alles gut. Ich hab ja in der Zeit diffused, wenn du dich um den gekümmert hast. Hinter dem Dings, um der Ecke von dem Dings. Hinter dem Dings, um die Ecke von dem Dings und dann Dings. Mhm. Upsala. 2 auf A. Hast du mir jetzt zugemacht? Ich hab die nicht gesehen. Platziert. Mein Vorschlag? Abhauen. Letzter lebender Verbündeter. Ach, mit dieser Dreckswaffe wieder. Ich bin nicht so der Pralinesser. Da ist oft genug Oh, kommt er da mit der Minigun an? Ich hab ein halbes Schoki-Ei bekommen. Ich hab jetzt Schokolade. Danach wird nichts mehr gespart. Gebt euer Geld aus. Ich weiß. Alter, wir spielen das Spiel gerade mal 2 Stunden, ne? Mir kommt das schon so ewig vor, weil das heute so komische Matches sind. Schon wieder an? Scheint so. Und doch kein Schritte. Nein, ich war noch beim Nachladen, lass das. Wer ist der Nächste? Ein Gegner übrig. Makellos. Nice. Wow. Was auch immer, aber wow. Seitenwechsel. Ich bin heiß. Komm schon. Ich habe noch was zu erledigen. Hab einfach keinen Gegner wieder gesehen. Muss man denn Gegner sehen? Zengi hat noch weniger Gegner gesehen. Ja doch, Sengi hat sie gesehen. Er hat sogar einmal getroffen. Ja. Halt mit. Rauch im Anmarsch. Das war ein Header. Uff. Hast du jetzt Kopfschmerzen? Nein! Joro kommt von A. Letzter lebender Verbündeter. Spike in B. Makellos. Ja, das war eine schöne Also Runde. das, wenn ich so Free Kills einfach verkacke, weil ich dumm bin. Ich töte sie. So einfach ist das. Ah, passiert. Aber nein! Brauche Beute. Passiert. Nein. Wollen wir da jetzt schon wieder auf B gehen? Keine Ahnung. Ja, komm A, komm. Put. Oh, kleine Mütter, weil ich eine Langschusswaffe habe.
Muss mal üben, mit den Dingern zu schießen. Ich finde euch. Zwei oben. Wenn die länger warten. Letzter lebender Verbündeter. Doch Mann, ich krieg ihn einfach nicht. Mann, oh. Wenn wir die Chance haben, stürmen wir, klar? Macht Ja. Spaß, haben sie gesagt. Habt ihr keinen Spaß? Gerade nicht. Hm. Spiel Valorant, haben sie gesagt. Das macht Spaß, haben sie gesagt. Echt? Ach, und siehst du nichts mehr, weil es blendet? Du guckst so. Ey, bei mir scheint auch die Sonne gerade so von der linken Seite so rein. Das ist so gerade in so einem Winkel, dass das blendet. Ist bei mir wirklich auch. Aber ist hier gleich vorbei. Verschwindet sie. Unterwegs. Wird doch nicht so Ball hinkommen. kommt zu B rüber. Mhm. Ach, da sind da einfach wieder zwei. Ey, es ist. Ey. Und da hat auf jeden Fall mal einer einen Hit gut abgekriegt. Unser Träger wurde erledigt. Spike in B. Alter, wir schießen Steht hier 2 gegen beide- 1. steht hier Ja, beide aber er. hintereinander. Na, weil der Idiot wieder mal hinter mir her ist. Ich kann mir nicht mal mehr weg wegen ihm. Meine Güte. Schon wieder Behinderung. Ne? Irgendwas ist am Fenster. Ach, eine Fliege. Na, kannst du dann viel Erfolg beim Fangen. Oh! Es tut so weh, dieses Spiel. Aber hier sterben will ich auch nicht. Gewinnen wir und dann ab nach Hause. Ja gut, ich habe aus irgendeinem Grund habe ich aber nichts gehört von den Gegnern. Alle zusammen. Wenn du spielen willst, spielen Oh ne, wo auch immer er ist, ich möchte da nicht hin. Nee, kein Bock auf Play. Sie werden sich beugen. Dunkelheit. Jemand ist. Spike in B. Gegner in der Mitte. Lade nach. Alles meins. Och, schon. Lade nach. Müsste rechts in der Ecke stehen. Letzter lebender Ja, genau da. Verbündeter. Noch 30 Sekunden. Meine Nase juckt. Nicht atmen. Mhm. Ich habe Genau drüber da. geschossen, weil sie ein Stück weiter runtergegangen sind, als ich dachte, dass sie da noch steht. Ich bin mal ganz kurz weg. Okay. Boah, also heute. Jetzt stellt euch mal vor, das wären Ranks oder lange Runden. Boah, mit so Leuten.
Guck mal, die Giraffe ist erschienen. Ja, ist voll schlimm. Gut, dass ich noch arte und wieder runterkomme und mich nicht mehr drüber aufrege. Wir haben heute echt nur 2 Games gewonnen. 2, nee, 3. 3 Games. Oder war das? Ist das auch nur von heute? Ich glaube, er handelt sie jetzt. Götze. 1. Mai. Nee, ist gar nicht von heute. Wir haben heute 2 Games gewonnen, das war's. Das ist keine gute Statistik. Das ist auch nicht süß gerade. Der Kleine handelt gerade wie ein Besessener eine Fliege. Aber hey, Ja, immerhin wirst du immer MVP. Ja, da muss ich weil ich Sebastian aber schon Stress zustimmen. habe, weil es scheinbar nicht an mir liegt oder so. Hallo. Ah, Sebastian hat eine Giraffe. Ah, ich glaube so. Echt? Ja, aber ich war trotzdem, habe ich wieder MVP. Ich habe keine Ahnung. Wir haben so dieselben Punkte. Ja, er hatte dieselben Punktzahlen gehabt. Du hattest ein Kill mehr. Nur weil mein Echo-Scoring 1 besser war oder was? Ein bisschen. Oder wegen dem First Blood. What the hell? Ja. Keine Ahnung. Robert, du bist zu spät. Du musst schneller werden beim Sandmännchen gucken und gleichzeitig. Dingens. So. Jetzt gewinnen wir. Jetzt fühle ich's. Ja, echt? Ich fühl's nicht. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, das, was ich fühle, ist, dass ich langsam auf Toilette muss, aber sonst fühle ich auch nicht so viel. Match gefunden. Finden, ich gehöre zum alten Eisen. Die werden ihr blaues Wunder erleben. Ich troll jetzt, weil ich sowieso keine Ahnung habe, was ich tue. Kann ja auch nicht schlechter werden heute. Ja, und jetzt jetzt gewinnen wir mit deiner Trollaktion. Ja, wahrscheinlich. Paris! Nice. Oh, geil, es regnet bei mir. Hm? Regen, dieses feuchte Zeug, was vom Himmel fällt. Dieses Phänomen passiert gerade bei mir. Ich musste ja gerade so ein bisschen lachen, ne? Okay.
Hab mich schon mal in den Oko-Lurk gepackt, um bei meinen Toten zu schielen, wie man was malt. Und einer hat heute Geburtstag und ich hab Happy Birthday und ich werde das Wein gefragt, woher weißt du das? Ich so, guck mal auf den Screen und so, oh, steht fett groß, hat heute Geburtstag. Oko hat's einfach gedroppt. Das will keiner wissen, was du da machst. Widerlich. Nein, nicht bei uns. Wir wohnen in einer Glocke. Wir kriegen die Reste ab, die nichts bringen. Süddeutschland hat Regen. Ja, da wohnen wir nicht. Frankfurt, Nürnberg, Würzburg, die Ecke. Ja, Mischka, da so. kommst du nicht hin. Oh, ich möchte bitte immer eine Fliege in meinem Haushalt haben. Die Katze ist so schön beschäftigt. Ja, okay. 3 Leute, 4 Leute, sind alle da. Spike in B. Ein Gegner übrig. Aus die Maus. Wir wissen, was Hey, wir haben eine Runde gewonnen. Vertraut euch gegenseitig. Dann wird das schon. Ja, der ist ja auch alt. Da muss ja das Gebiss klappern. Schon wieder. Spike in B. Bei dir ist ein. Gegner übrig. Ja, wollte gerade sagen, ich habe den Gegner gedroppt. Es ist auf einmal auch vor mir gelandet. Ja, der hat auf der Mauer gehockt. Ich habe irgendwie geschossen und alle sind nach hinten runtergesägt zu dir. Ich möchte auch gerne mal einen Gegner sehen. Ja, irgendwie hast du nicht das große Glück gerade, wa? Lori. Na? Wie geht es? Alter, jetzt hänge ich an irgendeiner blöden Kante fest da. Wieder B. Wieder B. Spike platziert. Nee, A geplantet. Auf A. Mhm. Oh, Alter, ich kann auf die Entfernung nicht treffen. Das war einfach nur so ein kleiner Pixelpunkt. Letzter lebender Verbündeter. Oh. Los, Engi, zeig, was du kannst. Falco, flieg! War eine sehr effektive Flash, muss ich sagen. Letzte Runde in dieser Hälfte. Halbzeit. Haltet euch nicht zurück. Ich wollte gerade fragen, hatte ich einen Vampir gebissen? Dass du so schnell so viel Liter verlierst.
Ja gut, wenn ihr Wetterumschwung habt, ne? Migräne, Kopfschmerzen lässt grüßen, ne? Hier ist Sonnenschein und kein Wölkchen am Himmel. Ich glaube, ihr habt das alle. Oh Gott. Lauft. Ich krieg. Sie hat 2 HP, ne? 2. Na, ach du Scheiße. Oh, ich muss. Na. Wo war die? B. Auf A noch. Nee, A. Entschuldigung. Vor A. Muss eh rüber. Spike platziert. Ach, die sind auf A. Sehr gut, sehr gut. Hast du bestimmt in der Nacht so viel gepopelt. Falco fliegt. Ein Gegner übrig. Dings, close. Ja. Schade. Musst du mir nicht sagen, wenn ich versuche zu hören. Das hätte auch nicht geändert. Wir bewegen uns als eine Einheit, ja? Denkt nicht mal daran, den Helden zu spielen. Ja, und hast du denn das Gold gefunden? Ein Goldgräber, der Gold gefunden hat, das wäre dann ein sehr effektiver Traum gewesen. Ja, so ein Mist. Packen wir's an. Über Mitte kommt. Weg vom Fleck. Nein! 2 noch auf Mitte. Hm. Zeit zur Jagd. Ein Gegner Da übrig. war's vorbei. Keine Ahnung, hab ich nicht gesehen. Mitte kommt er über Tunnel. Lauf weg, er hat keine Zeit mehr. Letzter lebender Verbündeter. Kabom! Danke! Ein Plan. Und guten, was auch immer du jetzt Leckeres zu essen hast. Was sind Speckeier? Eier in Speck eingerollt? Okay, das war wieder ein geiler Schuss. Sie verschieben über Mitte. Das Schießen hat sich gerade angehört wie ein Pferd. Ach scheiße, der steht hier so richtig close. Mitte minus 70.
Ach so, einfach rüber. Gut. Lecker. Letzter lebender Verbündeter. Ja, Sebastian. Der wollte einfach nicht sterben. Manchmal soll das nicht, ne? Nee. Das war so ein Freak-Kill, aber manchmal soll es nicht. Ganz ruhig, wir machen's nochmal. Euch gefällt es hier viel zu gut. Ein A oder so? Keine Ahnung. Ich hab die Bombe nicht. Ja, unser Random hat die Bombe. Ach komm schon! Unser Random guckt nach hinten und ich verreckt dran! Jo. Letzter lebender Verbündeter. Ey, das kann nicht wahr sein. Nee, heute läuft nicht. Du bist erledigt. Meine Ult ist bereit. Bereite Portal vor. Ich erledige das. Ich hab den Spike. Einer wegen Juro-Aktion, die man so schön machen kann. Spike platziert. Das setze ich, glaube ich, Fast Spike Recovery, oder wie wird man das nennen? Oh, schade. Nur das Aim heute einfach nicht. Aber das ist halt nicht so. Nicer Move, aber eben war nicht so geil. Er passt sich langsam uns an, das ist nicht gut. Ja, wir ziehen den Boy runter. Mhm. Kann aber die eine oder andere Schussverletzung flicken. Sagt Bescheid, wenn ihr Heilung braucht. Wie wär's denn, wenn wir es mal auf A versuchen? Ja, weiß ich nicht. Nimm die Bombe und geh A. Na, ich will die Bombe nicht haben. Ich teleportiere. Auf 1, 2, 3 A. Bereite Portal vor. Gegner A gesichtet. Schwach. Ein Gegner übrig. Spike platziert. Den jemand gesehen? Ah. Letzter lebender Verbündeter. Minus 120 hinter der Box. Klappe zu, Affe tot. Na klar. Schade. Na, findest du keine Müffe, die dich mitnimmt? Mhm. Oh, und reported. Knapp. Verteidiger gewinnen. Ja, gibt's doch nicht. Heute ist der Wurm drin. Ich hab auch keine Lust mehr. Geh jetzt was Entspanntes machen. Also ein bisschen abhängen. Ja. Ich hätte mich echt noch eingeholt, Mann. Keine Ranks, Robert. Das funktioniert mit meinen Normals. Was entspannt ist, also Rank.
Nee, aber, nee, ich habe gerade keine. Nö. Einfach nö. Macht, was ihr nicht lassen könnt, aber nö. Wie nö. Das war jetzt nö. Heute war ich der Wurm drin, ganz schlimm. Gestern, heute. Gestern, heute. Vielleicht sind wir auch einfach Kacknappels geworden. Wer Ja, weil die weiß. ganzen Kacknappels jetzt spielen wieder. Wegen Battle Pass. Ja. Ja, die Wir spielen ja jetzt auch ganzen wieder komischen oft. Leute sind wieder aufgetaucht. Die wir verscheucht hatten, weil sie fertig waren. Aber eigentlich müssten doch jetzt die Guten da sein, weil die sind schneller fertig. Die spielen anderes. Bist du sicher? Glaub schon. Nein, Robert, nein! Alter, ich habe mich eben über den einen Spiel aufgeregt. Nein. Vielleicht läuft es ja besser. Nee. Ich glaube nicht. Du weißt es. Ja. Ich habe das seit Tagen nicht angefasst. Mein Mikroplacement wird gar nichts funktionieren. Also, nein. Einfach nein. Einfach nein. Das ist eine sehr konkrete Aussage. Wird immer besser. Ja, TFT, nee. Das stimmt eigentlich mit euch gerade nicht. Also ich wäre für ein paar entspannte Runden DBD gewesen, aber abhängen willst du auch nicht. Eine Runde abhängen. Ja, er will unbedingt mit DVD spielen. Ich weiß, was er damit sagen will. Was will ich damit sagen? Genau. Ich weiß nicht, was du mir gerade versuchst zu unterstellen. Genau. Ich denke, ich will dir doch nie was Böses, ja. Ich bin die netteste Person auf diesem gesamten aber Planeten. trotzdem willst du, what the heck? Nein, ich hab doch. Hä? Wie kostet denn auf The Hag? Nee. Außerdem, macht das mit Random, macht der mit Random Socket. Du zeichnest jetzt, ne? Ja. Sehr schön. Was denn? Nox hat gerade geschrieben, spiel du und das schweißt zusammen. Wer hat was geschrieben? Nox hat gerade bei mir im Streamchat geschrieben, spiel du und das schweißt Ich zusammen. habe gehört, das hat Freundschaftskrieg gegeben. Nee, das ist wie DBD zu 5. Das ist Krieg. Oh cool, das ist gerade im Sale, ist 3,99. Hä? Wie das hat Freundschaftskrieg gegeben. Also Lilly und ich, wir verstehen uns immer noch blendend. So wie ich UNO gespielt habe mit den Kids, ich bin so abgehärtet. Wir haben ja im UNO Extreme damals immer gespielt. Da hast du dann auch mal 20 Karten gezogen. Und war das so. Und das mit nur einmal, bitte drücken Sie den Knopf. Ah ja. Ich bin dann aber erstmal raus aus dem Discord. Jo. Ja. Danke fürs Mitnehmen. Ja, na klar. Tschüssi. Tschüssi. Ciao. Schönen Abend. Gelesen. Bye bye. Ach ja, ach ja. Was mache ich denn jetzt Schönes noch? Mach ich überhaupt mal was? Hat ja gerade einen blendenden Einfall, was ich gerade machen könnte.
Nee. Na dann. Dann. Wo reden wir denn jetzt hin? Zu Lunia? Oder zu Ellie? Bisschen Genshin oder bisschen Art? Spannung steigt? Ja. Ach, komm. Bisschen Genshin. Ein ganz klein wenig Genshin. Da mach's gut. Dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend. Lass da drüben ein paar Fischis da. Und ja, dann bis morgen. Glaube ich, schätze ich, denke ich. Wahrscheinlich. Also, bis denne.